So. Machen wir das stellen wir mal darüber. Man sieht mich. Ja. Ich bin erkennbar. Achso, das ist der Stuhl. So. Und damit guten Abend an alle, Navia, Walter und an die anderen. Und nochmal ein gesundes Neues. Der erste Stream 224. Ich soll vielleicht mal Genshin starten, fällt mir so ein. Aber ich soll vielleicht auch mal umstellen. Kinare, guten Abend. Liegt so viel Scheiße und ich muss meinen Tisch wieder aufräumen. Lalala, ja, das hört man alles, das sieht man alles, da ist alles grün. Okay. Dann starten wir doch mal rein. Sehr wichtig. Figuren bin ich immer da. Wenn ich die kenne. So. Da. Ich habe heute das erste Mal kurz mal wieder reingeschaut in Genshin, was eigentlich so abgeht. Und hab da gleich wieder ausgemacht. Wir spielen ja jetzt sowieso. So. Bambi, guten Abend. Ein wenig rüber. So. Ja, das ist mal der Shop, wo man Figuren bestellen kann, wo letztes Mal gezeigt hast, der Hust Zoll schummeln. Das wäre. Man kann jetzt übrigens auch ein Video dazu schauen, das habe ich vorhin online gestellt. Das, was ich jetzt gemeint habe, ist Solaris Japan, was du meinst. Sagen wir mal den Namen von der Figur, schreib den mal. Dann kann man nachschauen, was das momentan kostet und dann kann ich dir sagen, ob das ein guter Preis ist oder ob der für den Arsch ist. Dann hängen. Honkai. Es gibt so viel Honkai. Alter, es gibt so viele mit dann. Hey, denn da. Alter, warum kostet die 91 Euro, Alter? Das ist doch viel zu teuer, oder? Warte mal, was kostet denn Amazon Japan? Muss ich kurz hier nachschauen, weil ich habe hundertprozentig... Oh, ich bin nicht mal eingeloggt, ne? Da passt schon, da kann ich sie zeigen. Dann hängen Nendo. Okay, jetzt gibt's Kostüm dazu. Android. Die haben hier scheinbar gar nicht. Aber das kann ich hier gleich mal kopieren. Sophie, guten Abend. Zeigen die das dann an oder ist das wieder falsch? Okay, hier gibt es nun schon gar nicht mehr. Also die Schweine, ne? Wie es denn halt den Preis verdoppelt haben auf der Seite. Aber, mal Manga, Mafia. Gerade Nendroids gibt es eigentlich, also Nendroids kannst du nach meiner Meinung, Darius, guten Abend, auch im deutschen Shops kaufen, finde ich jetzt. Kommt halt ein wenig später. Dann hängen. Global Freaks, Galaxius, Kaufland? Okay. Alter, kostet aber 80. Ja, dass die Wichser halt immer die Preise so hochschmeißen.
25.08. Und wann soll der eigentlich rauskommen? Im Juni. Also 2 Monate später kommt er zum Beispiel hier raus. Goku Black, guten Abend. Also ich würde fast sagen, also für den Android würde ich fast sagen, kaufst dir in Deutschland. Kannst dir auch vorbestellen. Solaris Japan, wenn es dir jetzt vorbestellst, dann musst du das auch gleich bezahlen. Und die bescheißen halt schon wieder, ne? Also die verlangen jetzt fast das Doppelte. Was ist denn hier los? Wir spielen eigentlich Genshin, aber es geht gerade kurz um Figuren. Doch freilich. Halt, hier. Geht schon um Genshin, das was im Ding steht. Machen wir schon. Hat gerade erst angefangen, es geht gleich los. Weil normal kostet es so 50 oder sowas. Hier kostet halt schon 91, weil die Säcke halt schon wieder genau wissen, sag's mir, dass der ausverkauft ist. Er hat immer 115 für Vanitas bezahlt. Ein Android? Boah, das ist viel zu viel. Wer ist Vanitas? Der da? Oder der da? War halt echt wie. Kein Problem, kein Problem. Aber wie gesagt, Androids könnte man eigentlich auch in Deutschland einfach kaufen. Weil da gibt sich der Preis nicht viel und du musst dich mit dem Versand und mit dem Zoll nicht so rumschlagen. Gut, muss jetzt das so normal auch nicht, aber... Was ist das da? Tanz des entschlossenen Willens. Ah, okay, das ist die eine Ding. Wir machen die Quests, die Dailies. Die habe ich wieder, ja genau, die habe ich hier extra hierher gemacht. Weil es fuckt mich echt ab, wenn die auf der ganzen Welt sind. Dann machen wir die Dinge. Also für Figur plus 5. Danke mal. Kein Ding. Ich bin hier der Figurensammler. Wenn ich mich schon auskenne, muss das auch für was nutzen. Wobei, das schmeißen wir noch kurz ein. Halt, wo will ich schauen? Das können wir noch ganz kurz... Nein, nicht Solaris. Wobei Ninnen normalerweise genau solche Säcke sind. Hey. Okay. Da ist er. Ah, okay, den gibt's da auch nicht mehr. Hey, der ist echt überall ausverkauft, ey. Ich mag den Charakter nicht, wo du gerade spielst. Nahida, die ist super. Und Swanny, guten Abend, fast übersehen. Und auch ein gesundes Neues. Und auch an den Rest nochmal, der wohl auch dazugekommen ist. Spiel mal die Fliege. Den Feuertyp. Es gibt mehrere Feuertypen. Meinst du den Dialog? Den mag ich dafür nicht. Der ist auf Platz 3 oder Platz 4 meiner Charakteren, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Den da? Ah, den soll ich kalt machen. I see everything. Allow me. So auffällig. Los, gib mir deine Sachen. Danke. Da. Die Qualität von YouTube ist so schlecht gerade bei mir. YouTube spackt an sich klar, glaube ich. Oder ist es nur bei mir auch so? Linda, guten Abend. Ist das Bild Linne oder ist das Reise? Vielleicht muss mir das Spiel wieder runterladen. Kann man jederzeit wieder einsteigen. Ja, dann machen die. Ja, gut, dass ich nicht der Einzige bin, Alter. Teilweise spacken bei mir die Videos, dann. Ich drücke auf Videopause, dann redet er weiter und redet weiter und redet weiter und. Was ist passiert? Meine Massaker-Wasserviecher haben die wieder alle weggemäht. Also das Video geht an sich in 1080p meistens bei mir. Oder eigentlich fast immer.
Aber Pause drücken und keine Ahnung, was dauert manchmal ewig. Ich habe dann schon ein bisschen Computer sauber gemacht, ein bisschen Google auch wieder, die ganzen Browserdaten gelöscht und alles. Dann dachte ich, ist es besser, dann hat es wieder gespackt. Dann ist es wieder besser, dann hat es wieder gespackt. Dann ist es wieder besser, dann hat es wieder gespackt. Und es ist jetzt seit 2 Tagen so. Hold the line. Wow. Ach, es ist schön, wenn es so schnell geht. Wie man Ayato bilden kann. Da kann ich dir das empfehlen, was ich immer jedem empfehle, weil ich kenne mich da auch da null aus, wie man die am besten zusammenbaut. Ich setze mich auch meistens mit dem Zeug nicht auseinander. Ayatollah? Nein, nein, nicht Ayatollah, Alter. Was zur Hölle? Game 8. Also ich schaue immer auf den Seiten, nach denen richte ich mich ungefähr, was du da machen kannst. Beste Waffe, was können wir sonst ansonsten für gute Waffen dafür nehmen? Bestes Artefakt. Was für Artefakt, wenn du als Main-DP spielen wirst, also am Schadensausteiler. Und so, welche Charaktere dazu passen und was am besten für die ganzen Dinger ist und so weiter. Wo du die Waffen weg... Gacha, 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 Battle Pass. Achso, ja, Gacha ist auch das Normale, ne? Also das ist das Gescheitste, was du machen kannst. Also ich gehe mal auf Game 8, das ist zwar englische Seite, aber kannst du... Worldwide Toys. Boah, kenne ich leider nicht. Also die, was ich halt kenne, die habe ich dir gerade gezeigt. Bei anderen habe ich nie wirklich bestellt. Das Bild brauche ich nicht. Ja, ich habe Ayato auch nicht. Weil dieses Spiel nicht möchte, dass ich männliche Charaktere bekomme. Gut, ich investiere jetzt auch nicht so viele Primus für die, aber... Andere bekomme ich mit 50 Dinger. Mit 50 Wünsche und andere bekomme ich dann mit 90 oder so, aber die männlichen kriege ich nie. Ich verliere immer 50-50. Und mehr bin ich dann nicht zu investieren. Ich habe auf Reise, habe ich 50 Wünsche gemacht, Alter. Ich habe auf Ayato 50 Wünsche gemacht. Ich habe auf... Ich weiß gar nicht mehr, wen es noch gibt, ey. Figurenhandbuch. Risley? Seino habe ich, glaube ich, 50 Wünsche gemacht. Ayato war es ja. Zhongli habe ich damals, glaube ich, zig Wünsche gemacht. Mittlerweile will ich ihn gar nicht mehr, aber... Die kriege ich einfach immer nie. Wie gesagt, ich investiere auch nicht so viel wie bei den anderen. Aber das ist echt lustig. In Ordnung. Ich weiß zwar nicht, ob ich dir helfen soll, aber der Questmarker sagt's mir. Schleim angegriffen ist du da lang. Ich meine, ich bin hier schon bekannt als der Waifu-Sammler, dabei will ich es nicht mal umbringen. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, es gibt halt auch dreimal so viele Charaktere. In weiblich als männlich. Aber gut. Was soll ich mich beschweren mit meinen ganzen Figuren im Hintergrund? Ist doch nicht so, als ob ich da groß... Ich glaube, ich habe echt nur von Final Fantasy 17 ein paar männliche Charaktere. Ah ja, Chao und Traveler als Figur. Okay, bei den Bunny-Figuren brauche ich gar nicht schauen, da habe ich keinen männlichen. Sukuna habe ich als männliche. Figur, weil die mir mein Bruder geschenkt hat. Hat er schon gesagt, damit du mal nicht nur Bitches im Regal hast. Der Penner. Also, darum ging es, was die anhaben. Ja. Ich habe gerade überlegt, wo gehe ich eigentlich hin? Achso, ja, daher.
So. for... Dann haben wir die täglichen Missionen haben wir auch. Machen wir da oben noch irgendwas? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, ich bin auf 11. Ich würde es eh nicht mehr... Wie lange geht das eigentlich noch? Das hat er, glaube ich, jetzt erst umgeschalten, ne? Ja. Kannst du die Kleidung auch ändern? Von welchen Charakteren meinst du? Es gibt ja bisher bloß ein paar. Also ich habe von Ayaka habe ich die Kleidung. Dann habe ich... Von Lisa habe ich die Kleidung, die kann ich ändern. Und von der Babsi. Ziehen machen wir dann gleich. Was wollte ich jetzt eigentlich schauen? Achso, ja, wie lange geht's noch? 16 Tage. 2 Wochen noch, dann kommt der neue Patch. Ich weiß gar nicht, was im neuen kommt. Diluc hat eine eigene Klamotte. Da. Und Kea. Oh ja, stimmt, die habe ich. Habe ich die? Ja, die habe ich. Oh, stimmt, ich habe ja das auch Ideenkleid auch von ihr. Und vor das Ding auch. Das habe ich mir damals sogar gekauft, Alter. Dann habe ich sie nie gespielt, Mann. Wobei, ich hatte die Dinger aber auch. Das muss man dazu sagen. Glaube ich. Was wollte ich jetzt eigentlich? Sind die schon wieder verfügbar? Ja, her damit. Der ist verfügbar. Her damit. Wie habe ich jetzt 13? Da brauchen wir noch 7. $70 kann ich mir im Moment anholen. Ich muss ein bisschen sparen. Xaver kommt nächstes Mal. Ja, stimmt, die eine kommt ja dann. Cloud Retainer. So, dann starten wir mal hier. So, ich glaube dann, hätte ich gesagt, fangen wir mal erstmal mit dem Ziehen an. Nee, wenn, dann ziehen wir bei Raiden. Schauen wir mal, ob wir die Chevros wenigstens bekommen. Alter, niemand will den Bogen haben. Verpiss dich. Ja, komm, Alter, dich hab ich voll. Und noch ein Bogen? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich spiele nicht mal so viele Bogencharaktere. Was wollt ihr von mir? Alter, echt, Bennett. Niemand braucht Bennett, Mann. Vor allem, ich hab ihn sowieso schon voll. Ja gut, komm, 10 machen wir noch. Ich weiß, man kann es auch anders machen. Ich mag's trotzdem so. Oh, warte mal. 14. Komm, einer fehlt mir. Scheiß drauf. Denn das ist cool. Ja. Ja, für mich ist der meistgehasste Charakter im Spiel. Zweiten meistgehasste. Warum kriege ich so viele Waffen, Alter? Also 4 Sterne halt. Ich glaube, so schlimm habe ich ja noch nie gezogen, Alter. Was ist denn hier los? Kommen immer die 3 noch mit? Das sind jetzt die letzten. Ich weiß gar nicht, auf welchem Pity ich bin. Wahrscheinlich verhaue ich es jetzt dann und krieg... Nee, doch nicht. Okay. Das passt dann schon für den nächsten Charakter. Fuck you, Bennett. Fuck you. Siehst du, genau deswegen schmeißen wir am Ende jedes Streams von der Brücke. Oh, ja, wenigstens. So, und jetzt fuck it. Wenigstens habe ich die Chevros noch bekommen. Ich werde sie nie spielen, aber ich habe sie. Ich wurde auch mit Bennett zugeschmissen. Yeah. Das ist immer noch das Coolste, Alter, dass die halt echt immer Snacks dabei hat. Das fand ich während der Story mit ihr so geil, einfach so. Oh mein Gott, die bezahlt ihn. Oh mein Gott, und dann so, oh ja, ich hab sie mit Snacks bezahlt. 4-Sterne-Charaktere sind schwerer zu bekommen als 5 Sterne. Lustigerweise bei mir immer nicht. Die meisten kriege ich gleich auf Anhieb.
deshalb leuchtet. Ich dachte schon, was ist los? Ich finde sie immer noch echt cool. Also vom Style her und sonst irgendwas. Sie war das mit der Shion-Stimme. Jetzt fällt's mal wieder ein, weil ich Grand Blue die Demo gespielt habe. Ich dachte am Anfang, sie ist 5-Star. Ja, ich fand, man hatte schon angesehen, dass er ein 4-Sterne-Charakter ist. Aber das kommt eher darauf an, wie sie vorgestellt wird. Bin PT 16. Zwischen 60 und 70 und 70 und 80 ist immer so die größte Grenze, dass du dann doch ziehst. 13? Achso, ja. Also ich habe Glück, dass ich jetzt... Jetzt habe ich 40 gezogen, ne? Das heißt, ich bin jetzt... Das war nochmal 5. 10. 15. 20. 25. 30. Hä? Das sind nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Habe ich nicht gerade 40 gezogen oder bin ich jetzt bescheuert? Ne, ich glaube, das ist nur nie aktuell. Rosaria, ne, das ist nur nie aktualisiert, Alter. Okay, dann passt schon. Das dachte ich schon, hä? Also ich müsste jetzt bei 70 sein oder sowas. Nee, oder Wanderer warten soll. Kannst du halten, wie du willst. Linie ist besser, also außer für Navia. Dauert immer ein Stück, ja, Gott sei Dank. Ich dachte mal schon, also müsste ich jetzt eigentlich bei 70 sein oder so. Oder vielleicht sogar bei 80. Das heißt, wenn ich nicht jetzt 50-50 verliere, müsste ich beim nächsten Zug eigentlich mein 2 Sterne kriegen. 5 Sterne. Wobei, jetzt mal ernsthaft, warum gibt es dieses Sternesystem eigentlich? Ich meine, es gibt keine 1, es gibt keine 2 und es gibt keine 3 Sterne-Charaktere. Was bringt's mir, wenn es 4 und 5 Sterne-Charaktere gibt? Das macht doch nur Sinn eigentlich. Und es gibt auch keine 6 Sterne-Charaktere. Weil für 6 Sterne, wenn in Zukunft musst du dann wahrscheinlich, wenn es 6 Sterne geben sollte, irgendwann, musst du dann wahrscheinlich 200 Züge machen, damit du überhaupt bekommst. Was wollte ich jetzt machen? Achso, ja. Erstmal sollten wir vielleicht nachschauen, was wir da machen müssen. Es gibt ja diese komische Schatzsuche erstmal. Das haben wir gemacht. Probelauf. Ah ja, das sollten wir vielleicht machen. Ich finde, Aloy ist ein 3-Sterne-Charakter. Ja, aber sie sind 5 Sterne. Gefühlt zählt nicht. Rain outlines your fate. Nice and spicy. Ah, scheiße, ich hab Bennett. Witness the power of Gua. There is no Was für escape. Zufall? Out of the frying pan, into the fire. Inazuma shines eternal. Da kommt ja nochmal einer. No, my sword. Rain cutter. Nice and spicy. Eat this. Shine down. Now. Das ist jetzt ein cooler Abschluss für das Ding, Alter. Das Bild. Ich glaube, es ist ein Rainbanner mit drin. Persona 5 Collab. Ja, das wird nicht passieren. Weil Persona 5 ist eigentlich jetzt schon abgehakt wieder. Die haben jetzt noch das Taktika gemacht und, soweit ich gelesen habe, arbeiten die jetzt schon an Persona 6. Achso, ja, warte, ich wollte die Dinger weitermachen. Was mache ich eigentlich? Probelauf. Jetzt kommt dann eh Persona 3 Remake erstmal. Persona 3 Reload. Ich bin gespannt. Ich habe ja Persona... das Ding gespielt. Und ich fand's ja nicht so geil. Also irgendwann. Deswegen bin ich halt gespannt. Let me weave you a verse. Wie das Neue wird. Here come the fireworks.
Your grand finale. The fuse is lit. Ring cutter. Der Grüßbar wird ignoriert. Achso, ja, dann kann ich ja weitermachen. Guten Abend, Lars. Ja, ich bin ja halt auch nur klein geschrieben bei dir, also die anderen sind alle groß geschrieben, also war es dir wahrscheinlich nicht so wichtig. Nein, nicht ausprobieren. Fuck. Scheiße, auf Ausprobieren gedrückt statt auf Ding. Habe ich jetzt guten Abend, Lars, gesagt? Ich weiß es nicht, wenn nicht, dann nochmal. So, jetzt halt einsammeln. So, dann machen wir das mit ihr noch und danach legen wir los. You've been a naughty boy. Drop your weapons. Justice will prevail. Check this out. Final warning. You asked for it. Alter. Midnight fantastic. Surrender and I'll be gentle. Here's backup. Stop right there. Achso, ja stimmt, ich muss die anvisieren, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber kann ich da dann mehrere anvisieren und die schießt auf alle? Justice will prevail. Jetzt geht meine rote Platte. Achso, YouTube. Try not to enjoy it. Also, hä? Oh, it's revealed. Kann ich eigentlich mit dem ins Auge schießen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Drop your weapons. Schade. You asked for it. Lara, jetzt sehe ich es erst. Also zu Lara hätte ich Hallo gesagt. Nix Schmarre. Da kommt ja der nächste Tomb Raider Remastered? Ich meine, es gibt ein Remake, aber jetzt haben sie es nochmal das alte Tomb Raider ein bisschen hübscher gemacht und haben es dann zum... Dass ich immer erst auf die Scheißkarte gehe, bevor ich auf das gehe. Das habe ich jetzt eingesammelt, ne? Ja. So, Rosen und Musketen haben wir fertig. Vermisste Schätze. Jetzt krieg ich schon wieder so eine Scheiß-Heal, Alter. Die brauche ich doch nicht mehr. Welche habe ich eigentlich schon? Die schaut cool aus. Ist da Wasser drin? Schaut die anders aus? Die schaut cool aus. Die hat auch Katzenohren. Cool. Jetzt will ich sie haben. If you're not... Wenn man 50-50 an Tanari verliert, ist nicht ganz so schlimm. Ja, den habe ich auch noch nicht. Ich bin jetzt zwar nicht sein größter Fan oder so, also, aber er ist in Ordnung. Die Gabel vielleicht noch in der Hand, um sie zu werfen. Wenn du die gut werfen kannst, schön. Gabeln sind doch scheiße zum Werfen. Da hinten muss ich hin. Geh nicht zum Licht, Carol Ann. Steht wahrscheinlich auch wieder bloß die Hälfte. Zu viel South Park schon wieder in letzter Zeit geschaut. Ich schaue momentan immer, wie heißt der Dash React? Der schaut immer die South Park Folgen. Und er kennt auch so viele Anspielungen in South Park, die habe ich noch nicht mal gekannt. Und ich habe es echt schon oft geschaut. Halt, nein, ich stürze lieber vorher. Ah, okay, ich muss ihn ansprechen. Das ist die neue Serie. Oh, die schaut ja viel cooler aus als die anderen. Küchenmesser sind mir zu wertvoll. Kleiner Knirps, ich kann wirklich nicht tauchen. Schau, ich habe nicht mal einen Taucheranzug.
Ullmann. Ich dachte, das heißt Allmann. Ja, wenn ihr einen Zirkus veranstaltet, kann ich mit dir da runtergehen. Ullmann, du bist auch in Fontaine? Ja, ist immer, wohin die Events hinführen. Ihm führt's immer da... Warum hat er eigentlich Katzenohren in dem Ding, aber da hat er Hasenohren? Na, egal. Dass wir uns begegnen. Ja, Zufall. Du ziehst die Seele doch genauso an wie früher und du kannst dich immer besser mit ihnen verständigen. Übersetz mir doch bitte, was die Seele sagt. Nicht über mich lustig, verstehe kein bisschen, was sie mir sagen möchte. Von Denke gekommen, um Geschäft zu machen. Als ich im Wasser entlang spaziert, hatte ich plötzlich schon wieder eine kleine Seele am Hals. Ja, Zufall, ne? Ich habe mich längst an solche Sachen gewöhnt, also bin ich ihr gefolgt. Ich habe Berge bestiegen, Kämme überquert und musste sogar in ein Boot rudern. Hüpft sie auf und nieder, um mir zu zeigen, dass an einem Ort etwas vergraben ist. Kopf über ins Wasser gesprungen, immer tiefer getaucht. Aber ich kann überhaupt nicht tauchen. Außerdem habe ich von Leuten gehört, dass es im Wasser nicht eine Strömung gibt, sondern auch allerlei gefährliche Dinge. Mir blieb also nicht anders übrig, als im Boot auf ihre Rückkehr zu warten. Klemms beharrt auf drauf. Ja, du hast also irgendeine Art von Fontaine gut kennengelernt, oder? Ja, komm mal einfach weiter. Es interessiert doch keinen Schwein, was der von will. Ich bin geradeaus. Ich hatte Frieren angefangen. So langweilig. Alter, ich fand Frieren echt super. Ich muss das mal weiterschauen. Den Anime halt. Ich fand den cool. Vor allem ihre Art halt einfach. Ja, komm, keiner interessiert, was du von mir willst. Hä? Ja, ich weiß. Schau die Schatzkarte an, geh da hin und mach Dinge. Alter. Hey, hör auf mit zu klatschen, ja? Ja, genau. Du musst Angst vor mir haben, Penner. So. Was? Wo muss ich eigentlich hin? Ich brauche Action wie SAO. Dann wäre ein empfohlener Anime. Den gibt's auch auf Crunchyroll. The Wrong Way to Use Healing Magic. Wobei auch erst eine Folge raus ist, ne? Da geht's darum, dass jemand mit den Isekait wird und dann Heilmagie hat. Aber Heilmagie dort zum Heilen und zum Kämpfen einsetzt. Ist voll lustig und voll cool eigentlich von den Kämpfen. Ich habe den Manga dann weitergelesen. Ich überlege gerade, was wollte ich machen? Aktion. Habe ich schon geschaut. Eieiei. Epilog? Okay. Antike Münzen eintauschen. Kann ich die mir alle holen? Cool. Konnten mir vorher auch immer alle? Ah, nur eine Miniserie. Ich habe ja schon 3. Moos, Veilchen und Taugraut. Kurkuma. Rote Wangen. Wangen? Wangen. Wangen. Ach, keine Ahnung. So, Schatz Nummer 1. Da. 2 so geschwungene Dinger und so ein Berg daneben. Achso, das ist ja da auch markiert, ne? Ich müsste da gar nicht ins Buch gehen. Warum gehst du jetzt in die Aktion, Alter? Verklick dich doch nicht so, du Dapp. Da. Nein, nicht da unten. Was muss ich eigentlich machen? Ich glaube, ich sollte die Seele halt mal auch ausrüsten oder so, ne? Wäre sinnvoll. Das sollte, glaube ich, helfen bei dem Ding. Habe ich das ausgerüstet? Ja, Y. Komm raus. So, und jetzt laufe ich rum und kriege die Sachen. Ah, ja. War hier noch was? Achso, ich kann mich hier hinsetzen. Lalalala. Genshin hat schon echt geile Diorama-Dinger, ne? Ja, das kann man immer wieder drüber staunen, ey. Sehr kreativ. Nein, nicht wegschießen! Ich will das Ding nehmen! Du dumme Sau! Was soll das jetzt? Was hat denn der Scheiß jetzt gesagt? Ich wurde entführt. Das kriegst du nicht, du Hund. Ich habe vergessen, dass ich es gar nicht nehmen muss, sondern nur in die Nähe gehen muss. Ich muss aber sagen, ich finde es immer lustig, wenn die deutsche Namen dann einfach nehmen. Wie Frieren oder der Held Himmel und... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die anderen geheißen haben. Ich finde es irgendwie lustig.
Ja, da ist doch nichts. Ist über mir? Nee. Da oben drin. Warte mal, da ist was zum Graben. Heiter und Eisen, ja genau. Okay, das haben sie jetzt komplett anders gemacht wie die letzten Male. Wo du einfach nur wie ein Verrückter durch die Gegend gelaufen bist und hast versucht, irgendwo was aufzuspüren. Und jetzt da rein? Oh ja. Warte, ich gehe da hoch, nur um da wieder hinzugehen? Toll, danke. Hätte ich nicht einfach gleich ausgraben können? Was soll denn das jetzt werden? For you. Yeah. Nur die anderen Dinger finden. Tagebücher einer Apothekerin. Das soll ganz cool sein, aber ich hab... aber irgendwie hatte ich keine Lust drauf. Ich habe letzte Season sowieso echt wenig geschaut. Gehst jetzt da hoch? Solo-Leveling habe ich in Manga geschaut, aber da warte ich ein bisschen, bis ein paar Folgen raus sind, nachdem ich gehört habe, dass die erste Folge voll im Cliffhanger landet. Wo ist das? Oh, voll neigelaufen. Da habe ich irgendwann, ich habe mich jahrelang, konnte ich mich daran hindern, das zu lesen und irgendwann ging es nicht mehr und habe ich so in 3 Tagen, glaube ich, weggeschaut. Hey Leute, habt ihr irgend so ein Ding gesehen? Nett? Ja, dann gehen wir weiter. Ja, ja, ist ja gut. Bitte schon, ich lasse euch die da. Everyone hold hands. Da muss ich hin. Hey, was wollt ihr jetzt von mir? Hey, Reichen euch meine Kumpels hier mit? Da muss ich lang. Hä? Achso, ich muss die Typen kalt machen. Sag doch das. rest and rebuild. Positions. Dachten wir schon, warum stehen die jetzt um mich rum? Shower me Hier, with mach mal. praise. I see everything. Oh nein. Sind wir jetzt bald mal fertig? Noch mehr? Ah ne, da, fertig. Ja, leg dich nicht mit meinen komischen Wasserviechern an. Weil ich muss nur zuschauen und die machen euch kalt. Siehst du? Genau das habe ich gemeint. Von Solo-Leveling. Ja, wie gesagt, vielleicht schaue ich sie, vielleicht warte ich noch ein bisschen. Was ich auch cool fand... Was habe ich noch geschaut? Irgendeinen anderen Anime habe ich noch geschaut. Da sind 2 Serien drin, Alter. Mach ich das jetzt? Nee. Nee, das Tagebuch einer Apothekerin habe ich noch nicht geschaut. Weiß auch gar nicht warum. Das soll ganz lustig sein, aber irgendwie hat mir so ein bisschen die Lust dazu gefehlt. Auch wenn es sich ganz lustig anhört. Details. So. Zweite, unter Wasser, irgendwo mittendrin. Ah, das ist da an der Grenze. Ich überlege, was habe ich noch geschaut? Runter. Nee, ganz runter. Hä? So. Ach nee, das ist nicht an der Grenze. Ist das dann hier gewesen? Ja. Wasserblase den Zugang zur schatzsuchenden Seele, zu der von ihr benötigen. Musst du die Herausforderung bestehen und die Blase platzen zu lassen. Dann hin, das zu entfernen. Okay, das ist das Übliche halt. Mach was, dann kriegst du die Blase. Herausforderung musst du die Kräfte bestimmter xenochromatischer von Temer-Mutanten absorbieren. Dieser Name, ne? Blue Exorcist hat auch eine 3. Staffel. Ich habe nie die 2. geschaut. Und den Film, gab es den Film nicht auch? Dieser Name von den Viechern, ne? Banish from the Heroes Party habe ich zum Beispiel geschaut noch. Dann The Strongest Tank. Ist auch ein cooler, was heißt das, Isekai? Das ist halt so ein Abenteuer-Anime. Wo jemand auch aus seiner Gruppe geschmissen wird, weil er nicht weiß, wie er...
Was seine Fähigkeiten und Skills sind. Außer, dass er ein Tank ist. Da gibt es aber auch erst eine Folge. Dann gibt es noch Hokkaido Girls? Keine Ahnung. Cute oder wie das heißt. Ich habe den Manga gelesen. Sehr schön. Richtig schön. Was wollte ich machen? Irgendwas mit einer Blase, glaube ich, war da, ne? Achso, ja, und The Devil und The Angel irgendwie sowas? Scheiße, wie wird das wieder geheißen? The Foolish Angel Dance with the Devil. Und der verarscht dich so am Anfang, der Anime. Du denkst halt komplett anders, wie der funktioniert eigentlich. Bin ich jetzt ganz bescheuert? Ich hab die Seele nicht mal draußen. Da kann ich lang suchen. Ja, das sind nur einfache Dinge, geht eigentlich. Anime mit Rimuru heißt? I got reincarnated as a slime. Also das ist die englische halt. Gehört das auch dazu? Nee. Glaube ich jedenfalls. Muss ich jetzt für jedes alter Ding machen? Ich dachte, ich kann das zack, zack, zack durchmachen, ey. Wo soll das zweite sein? Brasilia habe ich noch raus, ja. Wie heißt der neue Anime, wo die Monster im Dungeon essen? Boah, keine Ahnung. Da. Warum ist es so weit weg, Alter? Die anderen waren doch auch nicht so weit weg. Hä? Ist das echt an der scheiß Luftblase jetzt? Wow. Warte mal, machen wir mal so. Ey, wie wird er mitten durchgeschossen? Alter, willst du mich jetzt eigentlich verarschen oder so? Tales of Wedding Rings, ja. Wobei der soll ja ziemlich versaut sein, Tales of Wedding Rings, hab ich bloß. Also ich hab's noch nie angeschaut, aber auf Crunchyroll wird er mit 18 markiert. Magic in Muscles. Achso, ja, Mash, Alter. Oder Mashel. Warte, das war's schon? Oh. Das nächste ist in den Ruinen. Okay, wo dieses Kreisteil ist. Das war doch da oben, oder? Ja, hier. Hokkaido Girl ist auch super adorable. Ja, genau, den meine ich. Da habe ich einen Manga gelesen, der geht schon bis 100 oder so. Echt cool. Also, es ist ein schöner Romance-Anime. Ah ja, ich muss das blöde Viech wieder raus tun. Fast wieder vergessen. Warum ist das überhaupt wieder drin, wenn ich irgendwo hingehe? Ich meine, ich brauch's doch für die Scheiß-Quest, Alter. Kann mir doch keiner erzählen, dass das da nicht sinnvoll wäre, dass du mir das außen lässt. Fuck.
Ich kann nicht sagen mit edgy. Echt? Das vor den Wedding Rings, ne? Wundert mich eigentlich, weil das halt echt vorher gesagt wird, dass da irgendwas kommt. Vielleicht kommt es auch noch, das kann auch sein. Zu Totore? Ich hoffe, wir dürfen ihn kalt machen. Ich will, dass er verreckt, elendig. Hä? Oh, falsches. Den brauchen wir. Also Totore ist so ein Charakter, den man einfach nur verrecken lassen sehen will. Der sollte gelassen Jorat werden. Was war denn hier von mir? Everyone hold hands! Stop fighting! Oh, da ist noch einer. Wann ist denn der verreckt? I wonder who this gift could be from. Hä? Was ist da oben jetzt los? Egal. Gushing over Magical Girls. Unwanted Undead Adventure, den habe ich auch runtergeladen, den muss ich bloß nochmal anschauen. Weiter hoch. Wobei ich ja mittlerweile echt viele Anime anfange zu schauen und dann lese ich einfach einen Manga, weil ich gar keinen Bock habe zu warten. Und vor allem, man schafft es sowieso nicht, alle Mangas zu lesen. Alle Anime zu schauen. Alecino sind? Chlorinde Alecino ist auf jeden Fall drin. Also, der Versuch ist jedenfalls da. Ob es dann am Ende auch so wird, weil mir die Primos ausgehen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht muss ich auch Kohle ausgeben. Aber das weiß ich noch. So, dann sind wir hier fertig. Meeresboden mit dem komischen Ding da. Ah ja, okay, da ist das in der Nähe. Ja, da halt. Nein, nicht innen drin, da außen. Was jetzt auch ja heute wieder weitergegangen ist, also die erste neue Folge wieder gekommen ist, Ragnar Crimson. Hallo? Achso, ja, ich muss ja das vor ihm mit dem Ding klauen. Das fand ich auch einen ganz coolen Anime. Der ist jetzt nicht der Oberhit, aber er macht Spaß zum Schauen. Ach ja, ich brauche ja wieder das Ding, ey. Der Käse mit dem Rausholen, das macht mich einfach fertig. Chainsoldier, stimmt. Da habe ich mir vor einem halben oder dreiviertel Jahr mal den Manga markiert, weil der irgendwie ganz cool sein soll. Und hab den dann nie geschaut, Chainsoldier. Wobei der scheinbar auch echt viel Edgy drin hat, weil ich heute gesehen habe, dass auf der einen Manga, auf der einen Anime-Seite, wo ich immer wieder schaue, wenn es die den Crunchyroll gibt, da gibt es eine unzensierte Version. Ich meine, kann vielleicht auch übertrieben sein, aber man weiß ja nie. Oh. Sehr cool. Fertig. So, wo ist das nächste dahin?
Ah, da unten. Gib mir deine Energie. Dahin? Warum dann, dass sie das unter Wasser eigentlich so auseinanderziehen, ey? Ja, Edge-Szenen stören mich eigentlich nicht, also. Ich find's bloß lustig. Wobei auch manche echt übertrieben sind, wo du denkst so, naja, hab ich jetzt nicht gebraucht. Da. Ah, okay, da ist das Ding. Ist das der Turm? Nee, das ist Parle Memoir? Nee. Aber was anderes gewesen. Das da, nee, der Hafen war das. Ich mache nach 4 Minuten eine Speicherplatzpause. Das ist eine Speicherplatzpause. Sollte das nicht hier irgendwo sein? Weiter vorne wahrscheinlich. Ah, jetzt bin ich drin. Da. Zweiten. Ja, Honkai Star Rail muss ich nur weiter hinterschieben. Es kommen einfach zu viele Spiele. Und ich muss echt zugeben, momentan habe ich auch echt null Interesse dran. Keine Ahnung. Es hat echt coole Charaktere, aber es reizt mich irgendwie gerade gar nicht mehr, ey. Die Charaktere und so schauen schon alle ganz cool aus, aber ich bin mir echt unsicher, ob ich sie wieder anfangen werde. Weil jetzt habe ich echt viel Zeit gehabt und habe lieber was anderes gespielt als das. Ja, dass es ohne nicht weitergeht, ist mir schon klar. Aber es macht das Spiel halt trotzdem nicht besser und interessanter gerade. Ich meine, ich war echt gehypt auf das Spiel und es hat auch echt Spaß gemacht eine ganze Zeit lang, aber es gab einfach zu wenig Content nach und nach. Mit viel Tolles dann kommen. Ja, bringt mir halt nichts, wenn es mich nicht interessiert. Find anything you like? Dr. Rage abzuholen. Oh, der schaut so leer aus, der Typ, Alter. Ich hab den mal gesehen und dachte mir so, boah, das ist keiner, den ich haben will. Honkai hat dasselbe Problem wie Genshin. Die schauen alle langweilig aus, die Typen. Die meisten jedenfalls. Was wollt ihr denn schon wieder alle von mir da, Alter? Eine ganze Sammlung von den Pfeifen. Everyone hold hands. So, sind wir jetzt mal fertig? Oh, da gibt's eine Truhe für. Find anything you like? Ich hab's nicht mal mehr installiert nach meinem Computer nach meinem Computer Neustart. Oder nachdem ich neu aufgesetzt habe, eher. I see everything. Positions.
Alter, wie die ganze Umgebung hier wegfackelt. Ja. Take it. Alter, könnt ihr jetzt aufhören, die auch anzugreifen? Ich wollte die jetzt eigentlich gar nicht kalt machen, weil die nur rumnerven. Hier, bitteschön. Ich hab viel zu viel von dem Käse. Aktion. So. Ah, okay, das ist gleich davor. Das passt ganz gut. Müssen wir nicht so viel laufen. Hier. Hä? Achso, das ist ein Vogel. Da ist schon hell. Nein, warte. Müssen wir schon den richtigen Fontaine-Charakter nehmen. Nur in Schatzschuhen können Schätze gesucht werden. Ich bin ja schon fast drin gewesen, Mann. Kann man hier nicht so kacke, welche ein bisschen. Hey, Octopussy. Nein, du sollst das angreifen. Hä? Ah ja, stimmt, ich muss gedrückt halten. Das ist auch cool, du kannst dich einfach da hinstellen, kannst es einfach von da aus machen. Ich frage mich, wie die Feuerwüste aussehen wird. Hoffentlich ganz so schlimm wie eine Wüste. Hä? Wer zieht denn da auf mich? Achso, die Kanone da unten. Achso, ich muss ja. Ey, du bist zu weit weg, du kleiner Penner. Ist auch nicht schlecht. Wohin? Vielleicht mit dem Samstund ist so mehr, ist passiert irgendwas? Ich weiß schon gar nicht mehr, was da war, wenn ich ehrlich bin. Also passiert ist bestimmt irgendwas, aber ich weiß es nicht mehr. Das war jetzt ja wohl nix, Mann. Hallo, nimm jetzt mal auf, du bist ja ganz daneben. Jetzt. Ich bin auch gespannt, wie dann das nächste Gebiet ausschauen wird. Aber bis dahin kommen erstmal noch andere Gebiete. Yeah. Was bist denn du jetzt von mir? Au. So, hast du einen Scheiß. Jetzt mach ich deine kleinen Kids auch alle kalt. Niemand wird zurückgelassen von der Familie. Ja, falsch. Aktionen, jetzt müssen wir doch fertig sein. Epilog. Der soll ein kleiner Junge werden? Ich dachte, es kommt schon fast nur noch Girls, Alter. Als Archons.
Aber ist auch noch ein bisschen hin, bis wieder ein neues kommt. Antike Eisenmünzen nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. So viele antike Eisenmünzen kann ich sicher für ein gutes Sümmchen verkaufen, danke. So, jetzt vor, natürlich überlege ich mir, wo ich meine antiken Eisenmünzen im Moorraum tauschen kann. Mein Freund, mit mal nichts mehr zu tun haben, wir verlangt immer einen erschreckend hohen Anteil. Außer dem Landen des Geldmeisters sperrt in den Händen, ich habe keine Ahnung, was er damit immer so treibt. Außerdem finde ich ihn auch niemand verlässlich für einen Zusammenarbeitsseufz. Rede mir nicht davon, bla. Das war der Epilog? Das ist doch nicht mal mehr ein Epilog, Alter. Nee, wird eine Frau, echt? Ja, da dachte ich mir doch. Guten Abend, Klaus und TTHF so. Gelesen, dass der Pyroakon wohl Himiko aus Honka Impact sein soll. Es kann nicht genug Himikos geben. Kann ich mir eigentlich alles kaufen? Jetzt nehmen wir erstmal die da. Dann nehmen wir das Urchestein. Achso, hier gibt's nur eins. Zack. Fertig. Boring. Isn't there Arkon anything Girls mag else ich mehr als more Boys, würde ich ziehen. interesting to do? Ja, kann ich jetzt nicht verneinen. Die sind halt leider auch meistens interessanter wie der Rest. Das kann man halt nicht leugnen. So, Aktion, weiter geht's. Nächste Aktion. Tanz des entschlossenen Willens. Da. Oh nee, das ist wieder so eine Domäne, Sphäre. Konstantin. Du weißt, dass ihr Konstantin falsch geschrieben habt, ne? Konstantin? Ist das überhaupt ein richtiger Name? Warte mal, das schaue ich jetzt nach. Name. Konstantin. Nee, da kommt nur Konstantin. Konstantin, Alter. Was zur Hölle geht ab? Gibt's hier einen Konstantin? Gut, bei 20 Leuten wahrscheinlich, ne? Beiden Antworten mir laut und deutlich, wollt ihr kämpfen? Ach so, ja. Hä, ich bin schwarz-weiß, ist mein Bild scheiße? Ja, ich bin schwarz-weiß. Warte mal, stimmt, ist das ein neuer Trick, um ins Gespräch zu kommen? Suchst du stumm? Scheiße, ich habe den ersten Satz verpasst. Du willst kämpfen? Nein, ich möchte euch nicht herausfordern. Ja, aber mit deinem Namen möchte ich dich herausfordern. Komm schon. Kritore, guten Abend. Kämpfen meine ich nicht die überhebliche Handlung eines Dumpfkopfs, um sich abzureagieren oder hinterhältigen Überfall eines Banditen. Lobgesang um die Leidenschaft zu entfesseln, eine Kunst, die den Lebenstrieb feiert. Die Evolution des Lebens hat uns mit Händen gesegnet, die ein Schwert schwingen können, und wir haben die Pflicht, diese Hände zu benutzen. Ein Schwert zu ergreifen und elegante Kämpfe auszutragen. Oh, scheiße, das wird wieder ewig lang für so eine kleine Quest. Nachher, mächtige Abenteurer, seid ihr sicher Meister in dieser Kunst. Anscheinend eine falsche Vorstellung vom Kämpfen und deine Worte sind zu beschönigen und überhöhend. Krempelt zwar üblicherweise nicht die Ärmel hoch und stürzt sich nicht in den Kampf, aber es reicht schon zu sehen, wie es in Solas mit dem Gegner umspringen, zu wissen, dass es die Kämpfe nicht auf den leichten Schulter zu nehmen. Die benutzt meinen Namen, normal sagt ihr immer Traveler. Wir haben hier nichts über sehr gute kämpfen können. Von wenn es weit. Ach komm, Alter. Wir haben bessere Methoden, um mich fortzubewegen. Ey, komm. Das interessiert niemanden, was der Typ von einem will. Schaut ihn euch an. Können wir nicht einfach kloppen, Alter, und passt es? Bezahlt werden? Ich bin der Voice. Na, guten Abend, Voice. Oder Kritorial erst. Oh, nicht schon wieder das. Ja, mach halt. Mal komm, mach. Aber wenigstens habe ich jetzt. Komm, wir gehen mal auf Zeiten. Ich muss da hier das Ding jetzt machen. Ah, scheiße, es gibt halt. Esche 7 Stunden, Alter. Was soll das? Müssen wir das nächstes Wochenende machen. Das geht aber noch so lange, oder? 8 Tage noch. Dann müssen wir das nächstes Wochenende machen.
Besser die Entwickler. Ja, aber die sind ja noch schlimmer als jede Visual Novel, Alter. Das ist ja also wirklich... Visual Novel ist wenigstens teilweise interessant, das hier ist einfach nur anstrengend. Vor allem, ich kann es bei den Story-Quests verstehen, aber noch nicht bei diesen Fuck-Events, Alter, wo es halt niemanden interessiert, was da drin passiert. Punktemultiplikator. Machen wir überragend? Ja, komm, machen wir über... Nee, wir machen prächtig. Ich habe gar keinen Bock, da so viel zu machen. 15 mal Kristallisation aus. Was war Kristallisation? Erde, ne? 6 Gegner, wenn die Figur durch ein Schild geschützt ist. Oh, Navi. Können wir noch mal mitnehmen. Achso, einer überträgt sich, ne? Ich hätte aber auch die Genshin. Ja, scheiß drauf, wenn wir sie schon mal nutzen können, machen wir sie. Da, dich nehmen wir noch mit und dich und dich. Gibt es extra Punkte? Was gibt's das? Geh mal zurück. Klingentanzziele. Ach du Scheiße. Ey, macht's halt noch unübersichtlicher, den ganzen Mist. Das braucht doch keiner. Sagen wir doch ehrlich, niemand braucht das. Die machen mir alle so platt. Ja, dann macht sie wieder weg. Zack, zack, zack. Nein, nicht rausklicken, Alter. Mal raus da, so. 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 Beim nächsten haben wir das. Ja, wobei, beim nächsten können wir das dann nutzen. Ist auch wieder blöd. Ja, komm, beim nächsten nehmen wir die Navi einfach mit. Ja, ich will auch, dass du da runter gehst. So, da. Barbara. Und. Was weiß ich? Nehmen wir dich. Go. Das geht bestimmt auch so hin, Alter. Wir spielen nicht mehr auf der höchsten Stufe. Die mit dem Sonderpapalapap-Zeug da. Ich hab's auch nicht gelesen, wahrscheinlich ist es doch bescheuert, was ich gerade mache, aber. Da, was brauche ich den Scheiß einfach? Fuck off, ey. Oh. Ist der fertig? Und die nächste Runde aufpasst. Oh, dann kommen die Witter. Dann warten wir kurz. So, fertig. So, ich kann ja auch mit dir einfach so angreifen. Ne? Ups. Oh, das war jetzt ein bisschen dumm, ne? Fuck. Ja, das war sehr dumm eigentlich. Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Ups. Ja. Aber gut, es ist ja eh gleich rum. Die Naira hat zu wenig Energie, Mann. Let's get down to business. A proper send-off from this. Der nächste Laternenfest im nächsten Update. Make yourselves at home. Hey. Watch out. Attack. How's this? Grow. Deswegen gibt's ja auch Cloud Retainer dann. Share my knowledge.
Illusion shattered. This might hurt a little. Let the show begin. Commit it to memory. Yeah. Grow. Watch out! Lucky day. Watch out! Fire! Well, I see everything. Yeah. The Temple of Wisdom. Inazuma shines eternal. Shine down. Watch out! A proper send-off from the Spina with love. This might hurt a little. Share my knowledge. There is no escape. Hey there! Let's get down to business. Umbrella warfare, I guess. Fire! Sie spielt sich irgendwie cool, Alter. Fuck. Ha! Committed to memory. Dann will ich doch irgendwann mal für sie ziehen. Aber bis da eigentlich schon wieder 20 andere Charaktere dann. Now you shall perish. This might hurt a little. Attack! That's the way. Passt. Das Laternenfest ist immer am Neujahr der erste Patch. Achso, jetzt gehe ich ganz raus, ne? Ich hätte auch weitergehen können. Also meine Idee ist, dass ich aus Polymer die Katzenfigur mache. Das war kein Star Rail. Ich weiß ja gar nicht mehr, was das ist. Falls ich die überhaupt noch kenne. Ah, sehr gut. Bis auf das letzte habe ich alles bekommen. Truppeneinstellung. Kann ich nicht immer dieselben? Warte mal, was brauche ich da? Gegner 15 Mal Reaktion überladen aus. Okay, nehmen wir sie mit. Nächsten Monat Final Fantasy 7 Rebirth. Oh ja, das wird geil, Alter. Final Fantasy 7 Rebirth. Hammer. Wen nehme ich mit? Hm? Hm? Oh, warte, was war das zweite, was ich machen sollte? Ah, ist egal. Illusion Allow me. Stop right there! Justice will prevail! Shine down! Stand down! Alter. Drop your weapons! You asked for it! Inazuma shines eternal! Von Granblue. Ja, weiß ich schon. Ich habe heute die Demo als Ding rauskaut. Ich war ja eigentlich erst nicht überzeugt. Aber das hat schon Spaß gemacht, vor allem weil es mich an so alte Games erinnert, wie Dark Chronicles und Sudeki auf der Xbox. Hands where I can see 'em. Drop your weapons! Illusion shattered! Huh. Now you shall perish! Zombie-Player, genau. Justice will prevail! Stop right there! Rest and rebuild. Hands where I can see 'em! Drop your weapons! My lucky day. Shine down! Inazuma shines eternal! Let's get down to business. You asked for it! Final warning! Share
Drop your weapons. Hands where I can see them. All eyes on me. Everyone hold hands. Ach ja, das mit der Liebe bringt ja nichts, wenn ich was anderes drin habe. Ich komme nicht raus. Stop right there. Justice will prevail. Grow. Yeah, Oh, ich habe das schon aktiviert. I see Geht auch. everything. This dance is for you. What the? Drop your weapons. You asked for it. Hey. This may hurt a little. War jetzt nicht die beste Kombination. Stop right there. Justice will prevail. Committed to memory. Positions. This may hurt a little. Yeah. Also für das wir 50 sind, habe ich jetzt die schlechteste Kombi gemacht, was man machen kann. Scheiße. Hands where I can see them. Make yourselves at home. Aber hey, solange wir die Primus kriegen, ist das Rest wurscht. Die hatten eine viel zu lange All eyes Abkennzeit. on me. I see everything. Final warning. You asked for it. Committed to memory. Friere Gegner ein. 15 Sekunden mit Risley. Dann nehme ich lieber sie. Furina? Nee, das ist nicht gut. Immer trotzdem sie mit. Wobei frieren ist, ja gut, es geht aber dann auch. Okay. Für eine Jelan und Mona. Gut. Whirling snow. Sakura swirl. Allow me. Take flight. Ihr könnt mir doch jetzt nicht immer nur Wassergegner geben, Alter. Das ist doch scheiße. Kamisato art. Sometsu. Whirling. My apologies. There is no escape. Torn to oblivion. Take flight. Embrace the ice. Now you shall perish. Illusion shattered. Twitch angemeldet. Ist doch in Ordnung, Klaus. Kamisato art. Sometsu. Shine down. Torn to oblivion. My apologies. Strike a pose. Sakura swirl. Take flight. Ja, sehr schön. Gotcha. Embrace the ice.
Busted. Things are about to get dicey. Take flight. Yeah. Sakura swirl. Yeah. Let's ink! Yeah. Gotcha. Here comes the catch. Yeah. Kamisato art. Sometsu. Whirling snow. Game's up. Fun's over. My apologies. Sakura swirl. Quietly now. Take flight. I'll protect us. Yeah. Things are about to get dicey. Gotcha. My apologies. Kamisato art. Sometsu. Whirling sea. Busted. Game's up. Fun's over. Take flight. Sakura swirl. Ja, 2 habe ich noch gekriegt am Schluss. 4.500, sehr schön. Oh, als letztes sind 6.000 hier, Schweine. Soll man da LP der Figur 40 mal erhöhen oder verringern? Oh, da ist die Furina, die... Ja gut, dann nehme ich lieber meine eigene. Aha, 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 aha. Aha. Und dann nehmen wir da unten dann... Everyone hold it. Positions. Rest and rebuild. Let my name echo in song. Ouchie. Hey. Yeah. Sharing my knowledge. Shower me with the... Grow. Let the world come alive. I see everything. My hammer. Das ist für eine Kombination an This dance is for Gegnern. This was unwise. Yeah. Darf ich es überschreiben? Freilich. A brash maneuver. Strike a pose. Let my name echo in song. Covenant of the deep. Uphill battle. Hey. My hammer. Shower me with praise. Let the world come alive. With all my strength. All eyes on me. I see everything. Yeah. Hey. Let my name echo in song. Rest and rebuild. Everyone hold it. Billowing surge. Geht Wakimut jedes Mal wieder hoch, wenn ich es aktiviere? This may hurt a little. Here. Yoo-hoo. So. Shower me with the... Oh, die Tau war da glaube ich keine gute Wahl. Illusion shattered. Okay, geht. Higher, higher, pants on fire.
Flow is here. Inazuma shines eternal. Let the world come alive! Go! Cross over! Strike a pop. Illusion shattered. Time to shine! Ja. See? Ah, fuck, das sind ja... Torn to oblivion. Shined up. Shower me with praise! Let my name echo in... Higher, higher, hands on fire! Let the world come alive! Illusion shattered. Now you shall perish. Strike a pop. See? Puh. So. Jetzt haben wir das ja eigentlich auch, ne? Ja. Okay. Oh. Das ist immer so anstrengend. Gibt's Pause? Ich weiß noch nicht, was ich mache. Vielleicht machen wir ein Reise-Zeug. Jetzt haben wir eh bloß. Weil wir streamen ja schon Stunde 20 und ich habe eigentlich schon alles fertig. Könnten wir eigentlich ein Reise Ding machen. Ja, dann machen wir kurz nochmal Pause. Weil das passt mir ganz gut. Und dann... Genau, dann machen wir ein Reise-Zeug. Da. Was ist denn das? Herz des Heilens. Also ja, das interessiert keinen. Genau. Tea parties are a must for the well-mannered. Ja, also dann, kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
So. Ach, Klaus, es war dein Channel. Ja, den kannst du ruhig da stehen lassen. Kein Problem. Brauchst du nicht löschen. Warum böser Pampi? Erkältung dahin gerafft. Diese bösen Erkältungen, was momentan rumgehen, ey. Ich habe meistens bloß Schnupfen. So. Dann. Machen wir weiter, hätte ich gesagt. Kaffee ist da. War eine gute Idee. Hab ich ganz vergessen. If you'd like to learn the proper etiquette. Nein, jetzt sei ruhig. Genau, wir müssen nach. Jetzt wollte ich Fort Knox sagen, Alter. Kann ich mich auch so hinporten? Ja, einfach so. Wir machen ein Risley-Zeug. Und ich wundere mich immer noch, dass ich seinen Namen bis heute mir noch merken konnte. Und dann haben wir langsam nichts mehr. Ich weiß nicht, ob noch das vom... Wie heißt der Pfeifenkopf? Vom Baisu? Der mich irgendwie null interessiert. Kaffee oder vor der Farusan könnte man eigentlich mal machen, ne? Weil die war dann am Ende interessanter, als ich mir vorgestellt habe. Wie wir das eine damals hatten in Sumeru. Paimon doesn't see anything here. Let's go somewhere else. Hä? Haben wir das jetzt ausgewählt schon, ne? Just where is that thing? Oh, this is taking longer than Paimon thought. Nothing in the water either. Paimon thought it might have gotten blown in. Oh, we've looked everywhere and still not seen anything that looks like a hat. Dieser Ort ist zu groß, wir geben besser auf. Wir können ihm einfach einen neuen Hut kaufen. That's a good idea. If he's just looking to cover his head, then it shouldn't matter what kind of hat he's wearing. Why don't we check out the rag and bone shop? If memory serves, they got all kinds of stuff in there. Was ist denn der Knochenbrecherladen? Wenn's einkaufen geht, wirst du plötzlich aufgeregt. Eins sage ich dir gleich, ich bezahle nur für den Hut. How did you know what Paimon was thinking? Weil es immer dasselbe ist. Oh, this is bad. Nothing gets past you nowadays. Well, either way, let's go check it out first. Alter, ich hab ja einen neuen Stuhl, ne? Sieht man den? Nicht viel. Neuen, ja, Gaming-Stuhl. Wobei ja immer alle sagen, man soll keine Gaming-Stühle kaufen, aber ich wollte einen, wo ich nach hinten legen kann. Ich habe mich auf den Bein gesetzt. Gut, mit zum Bein überschlagen gesetzt. Und dann ist unten das verdammte Ding abgebrochen, das mich erst mal auf den Boden gelassen hat. Und dann habe ich... Was ist das? Hä? Curiosity deserves a reward. Steht jetzt hier schon länger? Gute Besserung der Schmerzen. Nee, Schmerzen hatte ich nicht. Erst beim zweiten Mal hat es mich richtig hingefetzt, weil ich nicht aufgepasst habe. Paimon doesn't remember you being the boss. Well, I'm just standing in for Mr. Alvar while he's off restocking the shop. Now just wait a sec. A blonde foreigner dressed all in white, accompanied by a glaze-covered flying chunk of gingerbread. Weißer Lebkuchen, Alter. Well, you must be the legendary traveler and their companion Paimon. Fliegender weißer Lebkuchen, Alter, wie geil. Well, you're half right. Paimon's the traveler's treasured companion, sure, but she's not some flying chunk of gingerbread. Sorry, I never thought I'd get the chance to see you with my own eyes, so got a bit ahead of myself.
I hope you'll find it in your magnanimous hearts to forgive my discourtesy. I'm just a nobody, after all. There's no need to put yourself down like that. Paimon's just venting. Why, your heroic actions at Aeneas have long made their way to the fortress of Meripede. We heard that you were personally received by His Grace when you made your way down here, you know. Ah, you were the envy of all. And you're one of His Grace's favorite people, so of course, everyone wants to be introduced to you. Ich lag es lecker an meinem Ruf. Ist also seinetwegen. Well, I'd figure you'd appreciate honesty over flattery. After all, I also only joined up here because I'd heard Mr. Alvar was a good friend of the Duke. And though I've only caught scant sight of His Grace since then, as fate would have it, I've become fast friends with Mr. Alvar himself. I mean, we've all got agendas, but rather than trying to force something to be true, it's often better to just go with the flow. Oh, so now you're trying to kiss up to us. Well, I did mean it when I called you legends, and it is indeed an honor to meet the two of you. Oh, enough of that. Is there something you're looking for? Ein Männerhut. No problem. Anything else? Hey, feel free to check out anything you want. The credit coupon costs are on me. Wait, but that's, you don't have to be so nice. Well, it's not like I'm getting paid to watch this shop. Instead of more or coupons, Mr. Alvar usually lets me just take my pick of our goods. Life's been pretty good recently, so I might as well just waive your bill. Never hurts to make some friends. Na gut, wenn du das so sagst. Alright, Paimon will take a look. Nach kurzem Zögern wählt Paimon 2 Kuchen aus. Are you sure you don't want more? These opportunities don't come by every day, you know. Paimon ist nur Eise-Lego-Kuchen. Wie viele Spitznamen ist das schon? Der geilste Spitzname für Paimon ist immer noch Emergency Food vom Anfang vom Spiel. Und der silberne Satellit, Alter. Das war bis heute immer noch geil. Wahrscheinlich habe ich schon irgendeinen anderen noch vergessen, aber... It's alright, two will do. Ich hätte nie gedacht, dass du jemals Gratisgeschenke ablehnen würdest. It just doesn't feel the same if the owner's offering everything to you for free. But anyway, we don't need to get into that right now. We can discuss Paimonology later. That poor guy must still be waiting for us. Paimonologie? Alles klar. Much. We'll be off then. No problem, and thank you for your patronage. I'd appreciate it if you could put in a nice word for our establishment the next time you speak to His Grace. That's a real sneaky way of getting good reviews. We've been gone a while. Paimon hopes that guy in the box hasn't passed out from lack of air. Ah, da. Und danke für die Werbung, Swanny. Was für eine Box eigentlich? Ach stimmt, da war irgendein Typ in der Box, Alter. Das habe ich ganz vergessen. Der war, glaube ich, auf der oberen Ebene. Ist schon ewig her, wo ich die gestartet habe, aus Versehen. Die Uniformen haben immer noch so ein bisschen so einen bestimmten Touch. Wo war denn das? War das hier? Ah, auf die Kiste klopfen. You can come out now. We found your hat. You did? Oh, Archon, you just saved Fai my Soleil? life. Just... Wait, so you're not actually bald? You've got Was? such a full head of hair too. I mean, I told you that there had been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Wait, this isn't my hat. Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. Genauer gesagt, uns jemand diesen Hut geschenkt. I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental value? But, sorry, I can't...
explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! Oh, hey, Risley. It's been a while. Ich wollte es gerade eigentlich sogar sagen. Irgendwie ist es lustig, wenn wir so eine Story-Quest machen zu einem Charakter und der taucht halt nicht auf. Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. I'll say, I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, Barettgesellschaft? Echt? You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so much, Your Grace. Risley sagt das halt so, wie wenn er beim nächsten Mal umbringen würde oder so. Das nächste Mal geht's vielleicht nicht so gut. Ich mach euch platt. Then I'll be off. I'll get going now. Wie What eingeschüchtert a die sind. strange guy. Why did he care so much about his hat? Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Also wie alle halt. Huh? Shy? There are prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. Gibt es hier wirklich Menschen, die hart arbeiten? Hä? War das nicht fast Standard, wie wir hier eingesperrt waren? Was ist die Barettgesellschaft? Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones. The Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the coupon cafeteria? It'll give us time to catch up, too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. Paimon's not the biggest fan of that cafeteria, but if we're gonna catch up... Na, lass uns gehen. All right then, please follow me. Aber den Typen in der Kiste gibt's noch. Ich dachte, der wäre schon längst hops gegangen. Ja, der war jetzt doch auch nur was? 3-4 Monate da drin? Wie lange ist das her, weil der Risley kam? Ich glaube, jeder Patch kommt dann nach 6 Wochen. Das heißt, das sind 1,5 Monate. Das sind so 3 Monate dann. Ich glaube, 3 oder 4 Monate sind es bestimmt schon her. Ja, 3-4 Monate in der Kiste geht schon. Vielleicht hatten wir gefüttert oder so. Halt, wir müssen runter. Nein! Ah, okay. Die ist noch runtergeschwebt. Ich dachte, die stürzt ab einfach und fertig. Welcome, Your Grace, and the Traveler. Would you like 3 orders of today's welfare meal? Unfortunately, we weren't informed of your visit in advance, so we didn't prepare any super deluxe welfare meals today. I'll pass on the food, then. What about you? Ich habe keinen Hunger. Then Paimon will also pass. Paimon will save her stomach for something better. What a pity. It would seem that none of us can properly appreciate your skills, Walsey. Then I must beg Your Grace to find me some more ingredients, so I can come up with some more welfare meal recipes. Es ist schon schlimm, wenn du vor dem Typen, der die Mahlzeit macht, gut, der probiert ja viel aus, ne? Aber dann einfach so sagt, ey, ich möchte nichts, blabla. Wir sind hierher gekommen, um nichts zu essen. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from above. Yes, please? Huh. Paimon didn't know you could get non-welfare stuff at this place. It's not for everyone. Think of it as a
special treat for VIPs. Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. 2 bottles coming right up. Wie sie gleich 2 will. Our first meeting took place on short notice, and we were both swamped by everything that happened after, so there was no time for more casual chit-chat. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. Ich habe gehört, dass dein Schiff echt nützlich war. Oh, that'd be quite the long story. Also so genau 10 Sekunden war es nützlich. Haben wir unser Bestes gegeben, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Wir haben während unserer Reise versucht, mehr über Fontaine zu erfahren. Nicht sehr viel getan, ja. I see. Certainly that'd fit your title as the Traveler. Seeing everything for yourself, recording everything to the best of your ability, and making lots of friends along the way. I'm sure that by the end of your journey you'll possess an unmatched amount of perspectives and opportunities. Ist das denn eigentlich so viel zum Saufen, Alter? Sind es 3 Liter in jedem Ding? Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. That guy we talked to earlier was obviously trying to get us to put in a good word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? Oh nein, Paimon muss krank sein, sie will nichts essen. Ja, nachdem das hier immer so Zufallsprinzip ist, ist es immer gefährlich. Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy. Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? Denn du hast kaum über dich selbst geredet. So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself. Das sagen sie immer alle und dann ist die halbe Welt wegen denen zusammengebrochen oder so. I was convicted and sent here at an early age. I only became the top dog after spending a long time figuring out its inner workings. Power and control come in many forms, some fair and ethical, others less so. And since we're all sinners here, the victor calls the shots, no matter how they manage to get to the top. So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it? Kinda. You're really different from most of the people we've met so far. Ist krass, Alter, dass der schon so jung hergeschickt wurde. I'm perfectly aware of that too, but even so, that doesn't make me think any less of you. I would very much like to maintain friendly relations with you two. Das gleiche gilt auch für mich. Danke für deine Gastfreundschaft, aber gilt auch für mich. Your Grace, after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method to smuggle goods for a while. We're trying to trace the goods to their source. Got it. Leave the box here and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. She mentioned something about contraband. Are they, like, dangerous? Wo hat er denn die Ware eigentlich? Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats, so we have to examine everything carefully. Now, what do we have here? It's more or less what I expected. Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem! Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? Und was wirst du dann sein, Paimon? Paimon will be your vault keeper! Schatzmeister, klar, Alter. Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? You can pick anything you want from it. Consider it a gift from me. Paimon will die Snacks, oder? Really? You'll let Paimon pick anything? No takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. Paimon, Alter. Alright, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Ist das nicht nur Mora. Eisen oder so?
Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? Fühlst du dich unwohl? There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Is that so? Let me give it a try. Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. Lass mich auch mal versuchen. Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. Ein wenig anders als andere Menschen. Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a permanent effect. Are you okay, Traveler? You also saw something, right? Ich habe ein paar ziemlich unvergessliche Erinnerungen noch einmal durchlebt. I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Then, actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. Stimmt. Etwas vorsichtig zu sein schadet nicht. You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place, then. I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free every day or something? Just noticed? I wasn't exactly busy the first time we met, either. Diese Pfeile, die so die Arme verschränken, so. Eieieiei. Ich frage mich, was Paimon gesehen hat. Stimmt. Das würde einen schon interessieren und auch, was Reise gesehen hat. We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. Oh, sorry, aber den seine Stimme hört sich sofort wie so ein verschlagener Mistkerl an. Are these your two guests? Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier, the head of the Beret Society. This Dugier? is their gathering place. Ich dachte, das heißt Duschberg. Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time. I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. Also entweder verschlagen hört er sich an, oder der ist so ein Typ, bei dem man Angst haben muss, dass man auf seiner Schleimspur ausrutscht. But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this, Risley? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. For some, this is just another place where they can eat, breathe, and sleep. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. Everyone can focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same as, and when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little old seat over here. There's no need for us to stand. I'll ask the members to get us some drinks. Please wait here just one moment. Feel free to look around too if you want to learn more about us. Das Treffen war schon von Anfang an geplant. Es hat deine Ankunft gewartet. Right. What happened
Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long. We've also already gone over the organization's vision. Instead of listening to me try to explain some more, maybe it'd be better if you took a look around for yourself. Why does Paimon feel like he didn't answer the question at all? Well, we're already here, aren't we? Na, das schauen wir uns mal Yeah, an. they're supposed to be like the model prisoners, right? So this is what their spot looks like. Lass mich raten, das geschmuggelte ist für den irgendwo. Bulmier. Okay. Okay. Wer bist du? Rigas. Der macht Fotos. Das ist ein Stahlteil, ne? Das ist dir klar, das ist kein Bild. Mit Werkzeug kratzt ihr da das rein? Bulmier. Viele Bücher zur Auswahl, sieht aus, als ob die Auswahl regelmäßig aktualisiert wird. Hier kann man sich zumindest die Zeit vertreiben. Bücher der Mitglieder sind ausgestellt. Möglicherweise wurden sie zu Rekrutierungszwecken aufgenommen. Ich wollte eigentlich mit ihr reden, nicht das Bücherregal. Hey, what are you doing over here? Oh, hello. You are guests of the Duke, are you not? I'm organizing the bookshelves. Wanna take a look? Oh ja, das dauert wahrscheinlich ewig bei den 20 Büchern oder so. We've got some classics, as well as a few books that the members published themselves. Ihr schreibt selbst Bücher? Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. Ah, it's because you all have a lot more free time now. Das Einzige, was funktioniert, ist die Werbeschaltung. Ich habe doch bisher nur eine Werbung geschaltet. Liegt daran, dass ihr jetzt viel mehr Freizeit habt? Not only that, but we've also now got the mental space to think about taking on new things. Before we came here, we worked with how the Duke and Mr. Dugier have organized our lives down here, though. All we need to do is think about the things that we want to do. You never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations when you're already in jail. So this is something like a safe space. Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at fighting, or have the physical strength to do hard labor. The society is exactly what some of us need. And that's it. I just finished organizing this shelf as well, so feel free to check it out if you want. Just remember to put the books back after you're done. Don't worry, we will. Okay. Welcome to our gathering place. Is there anything you'd like me to explain to you? Oh, it's okay. We're just taking a look around. Klingt so ein bisschen wie eine Melusine-Reiseführerin. Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members. I'm sure Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more. Besides this space, which our members use to rest and relax, we also have an entertainment room, a fitness room, and a self-study room. These rooms are open to all of our members. We want everyone to be able to use their free time to the fullest. Wow, that's pretty cool. Do you have a restaurant too? If you did, you also wouldn't have to eat at the big cafeteria anymore. Unfortunately, we don't. For matters like that, we still have to rely on His grace. We started a collaboration with the cafeteria a while back, though, so they'll let us borrow their kitchen to do some simple research into recipes and cooking. Ich hab wirklich an alles gedacht. Yeah, Paimon can definitely see how it'd be easier to live your life if you had all this support. Yep, and that's exactly why Mr. Dugier founded the society. We all think we made the correct choice to join him. Ist nicht auf dich bezogen in der Werbung hängt. Achso, jedes Mal, wenn du neu startest, kommt die Werbung wieder. Das ist natürlich wieder Arsch.
Hey, you there, newbie. Wobei ich es immer noch gut finde, dass bei allen YouTube-Spack liegt, weil dann weiß ich, dass es nicht an meinem PC liegt. Hello? Are you talking to Paimon? Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? Ha! Was? Das ist ganz schön laut. That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have found it super useful too. With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. Alter, die wo's mit... Meine Mutter und mein Bruder, die wohl mit mir im Haus wohnen, Alter, die würden mich wahrscheinlich zusammenscheißen, Alter, wenn ich in der Früh einfach mal losschreie. Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna pass. Pass. Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. Alright, we've talked to everybody. It sure sounds like they're all pretty happy. Wir reden mit 3 Stück von 10 und dann, ja, wir haben mit dem geredet. That would explain why Risley only had good things to say about this place. Huh. It looks like they're starting to wrap up their conversation as well. Let's go over to them. Of course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, then I don't have anything else to add. Oh, you're back. What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the society as a whole. Wait, I didn't know they were also a part of the evaluation process. It's all right with me, though. I'm pretty confident about our growth and activities. Scheiße gelaufen, wa? Paimon thinks it's pretty good. Don't think anyone expected you to get a society going here of all places. Ich auch. So it seems that you were able to get a sense of our vision and values. That's all I can ask for, really. The prisoners here all have very different personalities and psychological needs. Our needs are like violent beasts. If we can't face them properly, they'll grow restless and enraged, causing pain and conflict. But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits. Which is why, in my opinion, learning to reconcile with oneself is the first step on the path to redemption. You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the society, I had met too many people who could not come to terms with themselves. And I'm sure that a part of your support is rooted in your desire to help those people find their way. And Paimon thought everyone was enjoying life just fine, working and fighting. Of course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless distractions. Speaking of fighting, I'm not sure if you knew this, but even His Grace sometimes fights in the ring. Was? What? You fight in the ring too? Wearing those high-tech boxing gloves of yours? Oh, I almost never need them. Normalerweise? Oh, da ist der andere wieder. Alter, was hast du für scheiß Problem, Mann? Hey, isn't that the guy who lost his hat? Did you come here to relax too? Alter, was ist denn jetzt los? Oh, Alter, die haben Dreck am Stecken. What's wrong? Did you forget about us already? Are you feeling all right? You are looking a little pale. No, I'm fine. Thank you for helping me get my hat back. I'm sorry, but I've got to go. He's still as weird as before. Paimon's kind of used to it by now, though. Dugier, do you know what's up with him? I'm also not too sure about that. As far as I recall, he's always been a little strange, but I'll check up on him later. After all, it's my responsibility as the leader to make sure that no one falls through the cracks. We'll leave him to you then. Where were we before we got sidetracked? Mit deinen harten Boxhandschuhe. Oh, right, about that. You might have thought that I was joking, but in a place like that, everyone will use everything in their power to win. And when emotions run high, things often spiral out of control. That would be when I need to pull out my gloves to maintain order.
Sometimes you might need more than just gloves as well. This pair of handcuffs has also come in handy quite a number of times. Oops. Wie sie alle geschaut haben. Oh, isn't that awful gem? You're still carrying it with you? Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my skin. Go on, you guys. Pick up the item for his grace, would you? Yes, right away. That gem shines with quite the dazzling light. I hope it hasn't been damaged. Your grace, please let me know if there's something wrong with it now. Wahrscheinlich ausgetauscht jetzt schnell, hä? It still looks good to me. Say, Dugier, have you ever seen a gem like this? Never, your grace. Don't think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's wrap up for the day. The Traveler also has some other plans, after all. Nein? Got it, your grace. Take care, everyone. I'll take you to the exit. Zum Ausgang, Alter, das ist ein riesiges offenes Feld. Wo ist da der Ausgang? So bis hier zu der Grenze, oder was? Paimon, it was an honor. I'm sure everyone would love it if you were to visit again. Was ist That goes das? for you as well, your grace. We wish you all the best in your endeavors. Was ist das für ein Schwachsinn, Alter? Das ist wie wenn ich hier draußen auf dem Feld bin, so, ich bring dich zum Ausgang. Gehst 2 Meter weiter, hier. Tschüss. And same to you. Das ist so bescheuert, Alter. Weil der führt uns einfach nur 2 Meter weiter, hier ist der Ausgang. Paimon doesn't think we made any plans for the rest of the day. Why did you lie to him? Das sind so diese imaginären Häuser, ne? Man sieht sie nicht, aber man weiß, wo der Ausgang ist. Well, what's your opinion of the society now that you've taken a look around their headquarters? Paimon thinks it's pretty chill. Weren't you complimenting them the entire time as well? Das müsst ihr auch mal machen, wenn er neben mir steht oder so. Brumm, brumm, brumm. Oh, ich kuppel mal das Fenster runter. Oh, hallo. So trifft man sich wieder beim Autofahren. Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging people to embrace their new lives with optimism? There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. That is certainly a possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating prisoners in my stead. Siehst du nicht die unsichtbare Wand mit der Tür drin? Ah ja, jetzt fällt's I mir wanted to auf. see just how much they've managed to accomplish, and also get a sense of Dugier's plans for the future. I arranged for a meeting out of curiosity, but then I noticed some faint hints of dissonance. Dissonance? I'm sure the Traveler has sensed it too. Gleich wegverlachen. Ja, sowieso. Die haben vergessen, die unsichtbare Zugbrücke runterzulassen. Über den unsichtbaren Graben. Irgendwer schwer in Worte zu fassen. An dem Ort stimmt was nicht. As expected, you also picked up on it. The whole truth is a bit complicated, so I'll explain everything to you later. I can tell you right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard to predict what might happen next. You've completely lost Paimon. Why don't you take this opportunity to check back on the gathering place? Just tell them you left something of yours there by accident. If my hypothesis is correct, Dugier should already have left. And with his watchful eye removed, you may well get a very different reception from the members. Can't you just tell us exactly what to expect? I'm just following the most popular playbook in Fontaine. Investigate, obtain evidence, and then use the truth to render judgment. It's been so long since I got to watch a performance at Opera Epicles that I've even begun to miss it. Ich werde dir vorerst vertrauen. Das ist sowieso nur ein weiterer Witz. I'll explain everything to you later, but right now we need to seize this opportunity. Find out what you can from them now while they're all in one place. We might not get another chance like this anytime soon. Okay, dann steige ich jetzt erstmal mit unsichtbaren Zeppelin und fliege mal hin. Wo muss ich eigentlich hin? War die da drüben oder da drüben? Ich weiß nicht mehr, wo der Eingang war. Der ist nicht sichtbar. Da hinten war der Eingang. Hä? Hab
Ich dachte, das ist auch so ein Ding, wo ich draufhauen soll. Ab geht's mit dem unsichtbaren Zeppelin. Hä, das habe ich doch nie benutzt. Habe ich das schon mal benutzt? Keine Ahnung. Oder fliegen wir heute lieber mit dem unsichtbaren Helikopter? Das erinnert mich an die... Das ist rot. Oder ist was oben drauf? Das erinnert mich an die Family Guy Folge. Auf in den Peter Copter. Oh, wir sind am Eingang. Shit, das habe ich nicht gemerkt. Huh. It's just as Risley said. Seems like Dugier is no longer here. Das ist so bescheuert. Ich bringe euch zum Eingang. You said you Ausgang. felt there was something off about this place, right? So let's see if we can feel something out. Paimon will do her best to help. Versuchen wir erstmal mit ihnen zu reden. Wie er jetzt durchs Fenster rein ist. Er hat nicht mal die Tür aufgemacht. Wait, you guys are... We're really sorry. We just realized that we lost something, and we figured we might have left it here by accident. We'll be on our way as soon as we find it. Oh, okay. Zufällig eine Glasflasche gesehen? Nobody? Ungefähr so groß wie meine Hand. Drin ist Gewürzpulver. Alter, was ist das los? It's okay. There's no need to be nervous. It's not like we lost a whole bag of more or anything. We'll just look for it ourselves if none of you caught a glimpse of it. We're not gonna tell Risley anything, don't worry. I'll go find Mr. Dugier. No need. We're just looking for something. Why does he have to know? Als hätten sie alle Angst vor etwas. We can look around for it, yeah? Ach du Scheiße, haben die Schiss vor dem Typen. Warte mal, ich muss die Tür erst aufmachen. Gegen die Are you unsichtbare still Wand gelaufen. organizing the bookshelves? Yeah, and... I'm sorry. But you can't check out the books right now. We weren't thinking about that to begin with, but weren't you super friendly just a moment ago? Sorry. Alter, haben die Schiss vor dem, Alter. Unterdrückt er die so? Was geht denn ab? Hey, hello? Hello? How can I help you? Mehr über eure Gesellschaft The erzählen? Beret Society offers a variety of resources and benefits to its members, and, I mean, you've already heard my spiel. I don't know anything beyond what I've already told you. Ob sie uns verraten, wie sie unsichtbare Häuser bauen? Ich muss echt aufhören damit, ey. You don't know anything? Sorry, that's not what I meant. It's just... There's nothing more I can tell you. Ich habe keine Ahnung, wer Columbina ist. Entschuldigung, blablabla, okay. Da ist der Schreityp. So viel Schreien ist nicht mehr geil, the hä? guy? What do you want? Isn't this how you greeted us earlier? Take a deep breath and let it all out. Oh, yeah, that's right. You sure are a fast learner. Ja, dann bist du plötzlich nicht mehr so energisch wie früher. I ate something earlier, so I'm falling into a bit of a food coma, and, I mean, not everyone can be super upbeat all the time, right? You're looking for something, you said? I didn't see it, but, it should be somewhere nearby. Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they really don't want to talk to us, so let's just head back. Also der regiert sie scheinbar echt mit Schrecken oder so. Oder der weiß was über sie und unterdrückt sie oder Oh, so. you're back. How were things at their headquarters? It was as if they had all turned into completely different people. Sie sahen alle sehr verängstigt aus. That would prove my suspicions. Dass doch kein unsichtbares Haus da steht. The dissonance I Dachte ich mentioned auch. earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade.
Genau wie der Typ, der sich in der Kiste versteckte. Right. He was acting super scared too when we saw him at the gathering place. Actually, hasn't he just been acting super paranoid since we first met? And that's precisely why I took his hat. Ah. Oh, so the one who started it all was... It was you all along! It's because I wanted to figure out what's really going on. I don't believe any of Dugier's talk about unstable mental states. Wie lange hast du das schon untersucht? Not too long. Dugier made very elaborate preparations for my visit. But I don't know. It almost feels like the performance was too elaborate. Okay, but if you think something's wrong, why don't you just take the whole society into custody? Aren't you the Duke? You can do whatever you want in this place. Well, maybe you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind of world I can create down here. And I've always striven to appear fair and reasonable to the people. That sounds a bit deep. Paimon's not sure she got all of it. Seine Taten und Werte werden von den Leuten hier nachgeahmt. Yeah, you've hit the nail on the head. I have to lead by example if I want to maintain expectations of justice and order. And that's why even though Dugier had already let a few things slip, I didn't want to turn on him without irrefutable evidence. Alright, so you're saying Dugier has figured out some way to control the members of his society, and even though the members are acting all optimistic and motivated, it's all just a show. So einfach kann es nicht sein. Indeed. He certainly seems to be using some coercive methods to turn his members into the most upbeat and motivated group of people you've ever seen. And that won't turn out well in the long run. I have some faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. The line has been set, and it's quite likely that a fish will bite. Fish? Bite? Let's give them some time. My guards will need it to finish their investigation, too. You can find me in my office when the time comes. Hey, don't just leave before you've explained everything to Paimon! Ich hab zu früh gedrückt. Aber ich hoffe, Navia, du weißt schon, dass du auf solche Dinger meistens nichts geben kannst, ne? Es gab teilweise Charaktere, die wurden im ersten Ding angekündigt und sind 2 Jahre später erst erschienen. Achso, ich muss bis 18 Uhr warten. Halt, nein, warte, es ist ja fast 18 Uhr, ne? Oder muss ich bis zum nächsten Tag warten? Bis zum Abend. Es ist ja gleich. Deswegen gebe ich auf Leaks immer nicht. It's finally evening. Risley's probably wrapped up his investigation. Paimon has no idea what that guy's thinking. Schon Let's just jeder go hockt halt find him and ask him what he's really up to. einfach mittendrin an der Schaukel, die in der Luft hängt. Na, fuck, ich muss auf die andere Seite. Ja. Ziemlich stylische Knüppel, für das man einfach nur zuhauen will. Ob es hier schon mal einen Aufstand gab? Was gibt's denn da hinten eigentlich? Gibt's da irgendwas, was ich übersehen habe? Wahrscheinlich nicht. So, schauen wir mal, was jetzt los ist. Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon.
Even as the situation continues to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. Na, jeder Schaukel ist an einer Siemens Luftwagen befestigt. Ja, oder so. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. Namely, why didn't anyone come to me about it? Oh, that's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to do anything about it? But even if such a thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just one or two people, but it seems like everyone's convinced that I won't be able to help. Which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. Dass Sujet in deinem Auftrag handelt. Yes, something like that. Dugier must have told them something to make them think I won't take their side. Oh, was für ein Wichser, ey. So it became imperative for me to refute that and prove my true stance. Of course, I had originally planned to do this in a more covert way, but I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. There was no way to keep our investigation a secret after that. That makes sense. Wait, but does that mean it was all Paimon's fault? Was, wenn du so The sagst? last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own. But now, not only has Dugier found out that he'd lost his hat, he's also realized that we were the ones who found it. That likely set his internal alarms off all at once. Ihre Barette müssen etwas verbergen. Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could explain the fear. If we didn't act right then and there, Dugier would probably come up with some other way to hide the truth and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. Ist das Juwel vielleicht in diese Hüte gemacht oder so? Oder was davon? I must say, I was pretty satisfied with the results. Ah, so you did that on purpose? Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the Society from the very beginning. I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. Das ist also deine Andeutung. Right. And I said back there that I had no idea what the gem represented. That should have been enough to let people know that it's still early days for my investigation. And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand that we're here to help, rather than to tolerate or uphold the status quo. You used us as a part of your plan too! Deshalb wolltest du, dass wir mitkommen. My apologies. There was no time and quite a lot to explain, so I figured it might be easier to just let you see a few things for yourselves. But I can assure you that I've now told you everything there is to know. Of course, you're under no obligation, but I would really appreciate it if you could continue to lend me your support and help me figure out the true secret behind the Society. Would you be willing to lend me your support? But Paimon's still mad at you! Klar, wir können bei der Planung helfen. You have my thanks. Now, there are still two outstanding matters in our investigation. The first is the secret of the hats. I've examined one before. There was nothing suspicious about the item itself. The other is the true purpose of the black gem. We haven't been able to get anything out of anyone with actual knowledge of it. It's my hope that a brave fish will take my bait and venture outside of their dark and murky pool. I'll put some music on while we wait. Wie halt auch voll die depressive Musik jetzt anmacht. Nachdem ihr eine Weile in Reise im Büro gewartet habt. Excuse me, Your Grace, but may I come in? I'm afraid that someone's been following me. Avise? Wer zur Hölle ist Please, das? do. Die haben wir doch gar nicht gesehen. Ah, das ist eine andere. I apologize for my lack of composure. These two are the guests that came with you to our gathering place, correct?
Kennst du uns? Yes, my lover Fasol told me all about you. Please, help us, Your Grace. He's in great danger right now. Slow down, take a deep breath, and start from the top. What happened? I'm sorry, Your Grace. I will try. I think I should start from when you saw Fasol last. You mean when we saw him at the gathering place? Yes, he fled immediately, but many members are hot on his heels. Thankfully, he still managed to meet up with me and explain everything that had happened. Now that he's lost Dugier's trust, what awaits him is agonizing censure. Censure? Censure is Dugier's method of establishing control, as well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just let me show it to you. Every secret may be found within... Here you are. I was wondering where you had run off to in such a hurry. Wie er halt einfach hier reingeht, ey. Der traut sich was, die Sau. Please excuse us, Your Grace. It was never our intention to disturb you like this. You see, Avisa's mental state has been rather unstable ever since she arrived at the fortress. She rambles often, has hallucinations. It may be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. I merely did not wish for Your Grace to be alarmed. Had I not been so focused on recovering her, I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So please, forgive my discourtesy. Like we believe you. Du hast ja wirklich mutig, hierher zu wagen. Please, there's no need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know His Grace to be a reasonable man. Well then, what if the reasonable man wants to hear the lunatic out? That would be perfectly fine with me. Oh, and just so you know, we've also found the missing Mr. Fasol. I had no idea why he was so upset about losing his hat, really. Thankfully, he has already returned to his senses. We've brought him back to our place, so there's no need to worry. I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? You can tell me everything. I'll do all... I've never seen that thing in my life. Sei etwas mutiger, Avis. Your Grace, I don't think there's anything else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. It's all right, Avis. As long as you tell me what it is that you're terrified of, no matter what it is, it will no longer be able to hurt you. I swear this on my name and honor as the Duke. Your Grace, forget it. I'll keep my mouth shut. I've already said everything I could say about the matter. I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, don't press me further. But why? In that case, Avis and I will be off. Once again, please accept my apologies for disturbing your peaceful evening, Your Grace. Miss Avis, please show me your head. That is an order. There's nothing there. Your Grace, I know you have long tired of my words, but please believe me when I say you've merely let your worries get to your head. The Society has never caused trouble for you or any of the guards at the fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better lives. Why are you doing everything in your power to prove our guilt? What's wrong with the current state of affairs? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal? Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the Fortress of Meripede.
but your grace is welcome to visit us any time to confirm the true intent of our activities. All right, Avis. Let's head back. Just what's up with that guy? He makes Paimon really mad. We should have shown him his place. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. Oh, he must have been well prepared for this exact scenario, or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be patient. The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody. And that's why he dared to bare his fangs right in front of me. Das größte Problem im Moment The ist, true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules, it would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. Yeah, none of this makes sense to Paimon either. What are they trying to hide? Bratgesellschaft. The hats are definitely being used to hide a secret. But there's nothing wrong with the hats themselves. Ja, aber wolltet ihr das nicht zeigen? But if there's nothing on her head, why did Avis feel the need to remove her hat? From the way Dugier acted, he must have known from the beginning that we wouldn't be able to find any evidence. I need to think about this. I can't seem to make a... The hats are definitely being used to hide a secret, but there's Ja. I have an idea, but... Ja, ich auch. What is it? Tell Paimon Ja, wir sind mir Barrett ab, nicht um ihren Kopf zu zeigen, sondern um ihre Haarspange zu entfernen. You mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean that Avis didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Let me take a look. Risley bastelt eine Weile an der Haarspange herum. I managed to remove this from the hair clip. It's long, slender, and conical. It's hollow on the inside, and looks something like a cross between a nail and a thorn. Steckt das Szene? Nee, im Kopf war ja auch nichts. Ne? Paimon's lost again. Let's see. What if we do this? Hey, what are you doing? Wait. Some kind of dark liquid is leaking out of the gem. And some of it has been absorbed by this thorny-looking thing. Im Inneren des Juwels ist eine Art Flüssigkeit. You've probably heard before that water is filled with the strongest emotions of humanity. With that in mind, this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. Was? Oh, so that's why even touching it will make you remember unpleasant things. Also mit dieser Flüssigkeit und diesem Dorn. Dugier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your brain. The moment it hits you would be like being flooded with all the terrors you've ever experienced in your life. Agony, desolation, and an overwhelming sense of despair. No wonder they're all so terrified of it. So, was the hat meant to cover up their wounds? That might not even be all. Let's go get them right away. We can't let Dugier escape with all of the evidence. So, jetzt hat aber, Alter, das ging jetzt echt lang. Guten Abend, Schulchen, und ich hoffe, dir geht's dann wieder besser. Falls du noch da bist, weil das jetzt echt ewig dauert hat. Aber Alter, was für ein Wichser, ey. Aber wie kann man denn Angst konzentrieren? Und ihr macht euren scheiß Job auch nicht, kann das sein? Ich meine, dass ich da rein kann, okay, aber der andere Typ einfach? Oh, die haben alle festgenommen. Wann ist denn das passiert? Your Grace, we have taken the Society members into custody. They all tried to flee just a little while ago,
as if they had received some kind of order. We decided to forestall their plan, and were just about to send the word when you unexpectedly arrived. Great work, everyone. You had prepared for something like this all along? I had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition turned out to be correct. Perform a thorough search of the Society's headquarters and bring all the members to me. Understood, Your Grace. Now, let's check on them. As expected, they all have a hollow thorn inserted into a wound on their head. Ooh! Paimon's glad her eyesight isn't so good that she can see it from here. Paimon's gonna float away for a bit. Der Dorn steckt noch auf den Kopf. Warum haben sie den Dorn nicht They herausgezogen? probably left it there as a lasting reminder of Dugier's censure. These people must have had to endure an unimaginable amount of pain. Let's go check out the other areas too. Jeder ist besser als Wärter als die zwei da vorne. Ich meine, der Typ ist einfach reingelatscht. Hey, come here. Have a look at this. Ich stehe neben dir. Ich kann nicht mehr herkommen. Ich stehe schon This is a da. book that Paimon found in a box next to the bookshelf. Its contents are exactly the same as this book on the shelf. The colors of the covers are completely different though, and the names of the authors also don't match up. Die Bücher dienen also auch nur zur Schau. Sonst wird die Auswahl nicht mehr so, als würde sie regelmäßig aktualisiert werden. Yeah, and they dared to claim that they wrote these too. Huh. Sind wir jetzt hier eigentlich eingebrochen? Ich meine, war die Tür abgeschlossen, die unsichtbare? Kommen hier noch raus? Zeitungen scheinen veraltet zu sein, aber sie sehen brandneu aus. Es scheint, als hätten sie kaum jemand durchgeblättert. Bei näherer Betrachtung sind sie sogar die Falten nahezu identisch. Sie scheinen nicht durch natürliches Lesen entstanden zu sein. Wow. Look at what I found. Was ist das da? This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor everything that's happening at the gathering place. Boah, das ist sowas her. So even if Dugier's not there in person, he'll still always have eyes on the members. Keine Wunder, dass die solche Angst haben. Indeed. It's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. And if any action you take may be deemed a mistake, then perhaps it's better to do less. Or to not do anything at all. Dugier has already tamed them to his will. Zähmen, Alter, hört sich echt schlimm an. Your Grace, Your Grace! What's the matter? We couldn't find any Society members in the other areas. It also seems like none of the equipment in those rooms were ever used. All the signs of wear and tear are fake. The lime scale, the layers of dust, they were all deliberately added. Sogar Staub? We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. Their neighbors all say that they haven't returned home for ages. Oh. They're gone? That could only mean... Die Paradgesellschaft hat eine große Anstrengung unternommen, einen gefälschten Treffpunkt zu bauen. Ihr eigentlicher Stützpunkt liegt woanders. Indeed. As long as he allowed Society members to mingle with others, even with threats of censure, Dugier knew that he couldn't stop all of his members from speaking out. Meanwhile, this marvelous gathering place will lose all of its value as soon as a whistleblower sounds the alarm. So instead of being his real base, this is just an elaborate performance. The rest areas, the fancy equipment, even the members that we saw. And only the most docile and well-trained members were selected as his performers. But then, where can we actually find him? Let me think. Dugier must be holding all the rest of his members in another place. And if the overseer of my fortress guard has never alerted me to anything of the sort, he must be in Dugier's pocket. Dann werden wir diesen Wachmann finden. Wir werden ihn dazu bringen, uns zu sagen, wo sie I'm of sind. the same mind. Let's go. You two, follow me. Wie die Paradgesellschaft noch ein zweites unsichtbares Haus. Der ist geil, Alter, ja. Verdammt, sie haben mehr unsichtbare Häuser. Shit. Auf ins unsichtbare Bettmobil. Warte, was muss ich eigentlich machen?
Geh zum Produktionstrakt, okay. Alter, der war geil, Alter. Die haben noch ein zweites unsichtbares Haus, verdammt. Ah. Wie sollen wir das hier finden, wenn es unsichtbar ist? Also, er ist schon sehr geil. Ich hab das mit dem unsichtbaren Ding schon wieder fast vergessen gehabt. Ich begleite dich nach draußen. Hä? Aber was machen wir, wenn es nicht nur ein unsichtbares Haus ist, sondern eine unsichtbare Burg? That's the most likely scenario to me. He's probably already caught wind of Dugier's declaration of war against me, and has fled to seek his protection. Let's keep heading down. There are some abandoned areas in there. Since he needs space, I'd guess Dugier probably converted them into his headquarters. Rennen die uns eigentlich jetzt die ganze Zeit nach? We should be on the right track. Now we just need to find that turncoat. Let's go. We can take this path. You guys take the other. Gott sei Dank, ich dachte, wir laufen uns ständig hinterher. Ich fühle mich leicht beobachtet. Okay, wir lassen uns Zeit scheinbar. Wie konnte ich wieder normal laufen? So. Jetzt rennen wir plötzlich, jetzt wo ich gehen gefunden habe. Und jetzt? Was macht der? Alter Junge! Hä? Erst geht er langsam. There's a fallen guard over there. I would see some society members too. After them. It's rising. Run! Soll ich die jetzt fangen? Ich laufe dreimal so schnell wie der. Oh, der hat eh keine Chance. Those blasted guards. Was ist da hinten? Die spazieren da so rum. Und jetzt? Geht er einfach weiter und wir machen nichts, oder? Goussier. Did Dugier send you? Why did you attack that guard? Gerade war er noch voll angepisst und so. Weiler. It's time to talk. Can't you see that he's trying to help? I will take your cooperation into consideration when it comes time to hand out sentences. But Mr. Dugier, he didn't want this guy to expose our true location. We were just about to dispose of him when you caught up to us. So, in other words, your headquarters should be this way. Yes, it's just down this way. You'll make it there once you've seen and passed through a large drainage pipe. So ist das vernünftig. Guards, take them away. Let's go. It's about time that we find out what Dugier is really after. Wollten die den Wachmann zufällig über die Brüstung schmeißen? Weil die irgendwas mit Abwerfen gesagt haben? Das ist voll ganz schön hart, Alter. Und du stehst da und hast nichts mitbekommen, ha? Echt super. Du kriegst eine Gehaltserhöhung. Vielleicht bekommst du sogar ein eigenes unsichtbares Haus. Im unsichtbaren Wohnmobil. Ja, unsichtbarer Schlüssel, ja. Der war auch zu geil, der Gag, Alter. Was jetzt hat? Dugiers Königreich. Okay. Wir gehen mal einfach so rein. There's so much space down here. Yeah, these are all former work areas. They've been left abandoned due to a lack of funds. There are usually guards on patrol here. It would seem that all of those guards have been bought as well. Stay sharp. He's got a ton of surprises waiting for us, I'm sure.
Oh, sehr schön, wir dürfen ihn spielen. Fuck, Alter, nachdem ich ihn jetzt ein paar Mal gespielt habe, ist es schon cool eigentlich. Müssen wir die alle platt machen? I see everything. Ach komm, bevor ich jetzt da lang rumspiele. Furinas Massakertruppe los. Was, noch mehr von euch, Spackos? I see everything. Ihr habt einen vergessen. Danke. Hey, are you okay? You're safe now. Just follow the guards and leave this place. Who knew that there'd be Gardamex here? Dougie really prepared for everything. And that would explain the strange decommission requests I received, as well as account for all the Gardamex that had mysteriously gone missing. Seems like he's prepared for an all-out confrontation with me. Hey, what's this? Das ist ein Buch bei Mann. Das ist neulich erst erfunden worden. Seems like some kind of handbook. Let me see. Ah, this should be the Society's real rules book. It lists all the rules that they're expected to follow. Members are not permitted to speak to each other or to leave without formal permission. Ohne formelle Erlaubnis ist es Mitgliedern nicht gestattet zu gehen oder miteinander zu reden. 5 members shall form a group, and the whole group will be punished for any single member's wrongdoings. Ach du Scheiße. Anyone who reports a fellow member's misbehavior shall be rewarded with food and water. Oh, das ist das Übelste, die Leute gegeneinander ausspielen. I see. So it's much as I expected. But that's just cruel and unreasonable. To obtain food and water, prisoners are forced to snitch on others, and in the process cause pain to those around them. To avoid punishment, they learn to stop talking with one another. This leaves the wounds they've already received to fester, however, and so resentment builds until every prisoner has become an island. Finally, isolated and without hope, they accept their fate as Dugier's Hat sie überhaupt nicht slaves. als Mensch behandelt. Do you remember what happened to Paimon? She rejected all the snacks in the box once she was spooked by that black gem. She's usually all for tasty snacks, but she chose to go against her instincts after a negative experience. Wie sie so wegschaut so. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ugh, is that the best example you could come up with? Anyway, Paimon still thinks she made the right decision. It never hurts to be careful. No, your decision was valid. However, it's also valid to interpret that as a decision that you only made under emotional duress. The human heart is like a raft in a vast and empty ocean. We convince ourselves that we're in control, but in truth, a single wave could sweep us off course and send us crashing into the path of a storm. Those who use fear to lead others astray must pay for that crime. Oh, er ist richtig angepisst. Aber so richtig hart, Alter. Dabei ist er eigentlich eher der lockere Typ. Ich gelobe nicht noch einmal davon zu laufen. Ich gelobe nur noch den erlaubten Zeiten zu sprechen. Ich gelobe während des gesamten Verlaufs der Zurechtweisung bei Bewusstsein zu bleiben. Was? Was ist das für ein Ding, Alter? Ich darf nicht ohnmächtig werden, wenn ich misshandelt werde. Ich gelobe sämtliche von Dougie erlassenen Befehle entschlossen zu befolgen. Ich gelobe alle Handlungen meiner Truppenmitglieder zu melden, die die Einheit des Truppes beeinträchtigen könnten. Ich gelobe, dass ich bei dem Verstoß so gegen das Gelübde freiwillig Strafe der 4. Stufe oder höher akzeptieren werde. Es ist so wie Scientology oder sowas. Der gesamte Text wurde von Hand geschrieben, das Papier ist zerknittert und die Schrift krakelig. Schluss zu, dass er unter dem extremen Schmerzen verfasst wurde. Statt einer Unterschrift findet sich ein Fingerabdruck drauf, doch wenn man nach dem Abdruck genauer ansieht, wird erkannt, dass dafür keine sanfte Farbe wie die vom Stempeltinte verwendet wurde. Alter, Blut? Oder das andere Zeug halt. Holy shit.
Das ist ja eine echt üble Story, Alter. Also ich mag's, was hier passiert. Ey, also, wie die Story ist, nicht was passiert, Alter. Das hört sich ganz falsch an. Jetzt wollte ich schon sagen, halt hier voll die Geschütztürme und so, aber das sind ja... If I'm not mistaken, the space ahead should be the central area of this place. But the door's been locked. Rather than confront Dugier, I think it's more important right now for us to rescue as many society members as possible. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. Open the door. Would we have to do something to this mechanism here? Paimon doesn't get it at all. Forget it, Paimon's just gonna do some trial and error. Wieso du? Wir machen's am Ende. Achso, ich muss da was drehen, oder was? Whoa, it's turning! Is it because we touched this thing? Look, the other side's open. Okay, jetzt ist die Tür Let's go. offen. Da geht's nun hinein, da gibt's auch kein Öffnungsding. Alter, was sind das für Leitern, Alter? Schau mal hin, da passt die dann wieder dazwischen. Also Genshin hat schon mal echt nicht so mit den Proportionen von Sachen. Schokomon, guten Abend. Gibt es das als Digimon? Schokomon? Oder ist der einfach nur so gewählt? Let's begin. So groß wie das unsichtbare Haus ist, ja. Everyone hold hands. Hold the line. Positions. Hat der Helichos hier unten? Jetzt kommt's mir erst. Und auch nicht das Pokémon. Ne, ich hab Digimon gemeint. Shower me with the roll. Was essen, wo wir jetzt jeder bloß auf die Schokolade schaut, Alter. Einer erwähnt einer spricht den Namen aus, alle denken an Schokolade, was? Ja, bei Schokolade kommen sie alle aus die Ecken. Ich würde die Wachen mal austauschen, die aktuell taugen. Ja, weil ja hier alles Mögliche unterwegs ist. Bin halt hungrig. Na dann ab, was essen. It's so high. We're not gonna have to climb all the way up, are we? Activate the mechanism in front of us first, just like before. Let's see if that... Looks like there's a mechanism that's gotten stuck. It won't turn alongside the others. Is there something we can do? Das einfach wegmachen. Ach so, jetzt kann ich die Vorrichtung wieder hinmachen und dann weitermachen. Oh. The water level's gone way up. So that's how we'll make it to the top. Klar, warum auch einen Aufzug machen? Ich meine, man könnte auch einfach 2 Millionen Liter Wasser reinlassen, ne? Viel schwerer als ein Aufzug. Macht halt voll Sinn, dass ich da lieber extrem viel Wasser reinlasse als einen scheiß Aufzug.
Corinas Schlägertruppe, los! Ihr könnt jetzt mal aufräumen, da ist noch einer. Danke. Ihr werdet nachlässig. Wenn es so weitergeht, dann bezahle ich euch nicht. Was ich eh nicht mache, aber... So. Jetzt sind wir wieder am Eingang, ne? Nee, was so zur Hölle sind wir jetzt? These should be the prison cells. Lots of empty cells in here. Dugier's probably moved them elsewhere already. Let's still rescue the ones who got left behind, though. Every person counts. Ja, aber fällt es nicht auf, wenn Gefangene einfach weg sind? Hey, it's all right now. You can leave this place. No. No, I won't try to leave anymore. I'll never try to leave again. Ey, Clocher. So close to me. I don't want any trouble. No, we're not gonna do that. Please calm down. We're not bad people. Schlechte Menschen, wir wissen nicht mal, was du bist. We won't be able to get through to her right now. Not with the stress response in the way. I'd also guess there are many others here who are more or less like her. Let's let the guards take care of them for now and keep pushing forward. Ach, wie ist denn andere sind immer noch hingefahren? All right. Let's search for an exit first. Ja, aber ich muss echt zugeben, also für das, dass der Reisely eigentlich normal sich gut anhört, was er hier alles macht, der passt schon nicht auf, oder? Zurückgelassener Brief. Liebe Lorraine, meine liebste Tochter, mir bleibt keine andere Wahl, als mich auf diese Weise von dir zu verabschieden. Seit unserer Trennung gab es keinen Moment, in dem ich mir nicht erhoffte... Okay, es geht. Fort Merope so schnell wie möglich zu verlassen. Ich will an deine Seite zurückkehren und wieder zu deinem Vater werden, zu dem du so aufgeschaut hast. Vielleicht kommt es ja naiv von mir zu glauben, dass Sünder Vergebung finden können. Im Moment, in dem das Urteil ergibt, stirbt der Mensch und was bleibt, ist nicht mehr als Fleisch, das Buße tun muss. Niemand wird Mitleid mit dem Fleisch haben, denn es ist schmutzig und wertlos. Ja, aber man kann es kochen und so. Triff keine falschen Entscheidungen, Lore. Mach keine Fehler. Genieße dein Leben. Strebe dann auch noch besser zu werden. Strebe danach, alles Gute und Schöne über die Wasseroberfläche in deinen Arme zu schließen. Und empfinde keine Reue, so wie ich es tue. Versuche nicht für mich Partei zu ergreifen. Hier ist niemand vertrauenswürdig. Sie alle sind Ungeheuer. Menschengestalt. Sie kennen keinen Anstand und sind immer zu hungrig. Du musst dich unbedingt von ihnen fernhalten. Egal wie du dich über mich als dein Vater denkst, möchte ich dir sagen, dass ich gerne bei dir wäre und dass ich dich sehr liebe. Okay, aber ist der tot oder atmet er noch? Ne, der bewegt sich noch. The door's open. Huh. Maybe it's His Grace. I'll go take a look. Sekiale. I leave this area to you. Make sure to bring everyone out safe. Understood. And please take care as well, Your Grace. We'll return here right away and await your orders. Ne, warte mal. Wie ging das jetzt? So, nee. So, ne? Irgendwie cooler Move, man. Just focus on the tasks you've been given. I already have reliable help over here. Let's go back. We have unfinished business, do we not? That mechanism from the first room. Maybe we'll also need to hold it in place using the same device to open the door that leads to the central area. Don't forget to bring these along. Nee, kein Lauch, keine Lust auf fliegende Decken. Achso, jetzt dreht sich das dämliche Ding auch. Kann ich das jetzt auch begrenzen? Nee, kann ich nicht.
Aber jetzt könnte ich eigentlich einfach nur das begrenzen. Ne, das ist auch scheiße. Fuck. Jetzt hab ich's falsch gemacht. So, jetzt aber. Crit Kokumi. Gab's, glaube ich, auch, oder? Na, die haut doch ganz schön rein, Alter. Mit Kombination an anderen Charakteren kann die Kokumi auch ziemlich Schaden machen. Wer zur Hölle ist denn da vorne? Achso, ne, das ist bloß irgendeine Säule oder so. I must confess to being furious. To think that there are still some of you who find it permissible to spit upon our rules. What the fuck, Alter? Das ist das der eiserne Jungfrau? Seid ihr bescheuert? Remember their names. Fasal and Avis. They've betrayed you, betrayed us. And today you will see with your own eyes what'll happen to those who betray our cause. Go on, Avis. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the Aqua Dolores. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again, and don't stop until you've pushed all of it in. Thistle, I'm sorry. It's okay. I'll find a way to endure. Oh, shut your wretched mouths! When did I give you permission to speak? My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that His Grace? Oh, Risley. I knew you would come, but I didn't expect you to be so quick. Must you still refuse to let me be? Did I not spell everything out for you already? What's so blasphemous about sharing a slice of the cake with me when you've already got the entire fortress at your feet? It would seem that you can't see the difference between sharing and looting. And on top of that, look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? You. Stop acting all high and mighty like some hero of justice! Have you forgotten? Nobody in this blasted fortress is innocent! We are all irredeemable monsters who have destroyed something that others held dear. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? It's what they've always deserved. And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place running? Is it— Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as currency. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness within their hearts, they are also free to seek redemption and a new beginning. Our bodies have limits, but our spirits will always remain free. They may have made mistakes, but they are still human beings with people and things that they cherish. And most importantly, they should always retain the freedom to choose their own path once they've reflected on their past misdeeds. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become slaves who will never again feel or think. And you say that's what they've always deserved? You are nothing compared to them. He's really mad. Ich fühle das Gleiche. You think me arrogant, Risley. Well, I think you're too young and naive. You understand nothing of this world.
Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place. See it for what it is. A dumping ground of pain and misery, irredeemable now and irredeemable forever. No prisoner will listen to you out of gratitude of their hearts. The whip is the only way to make them obey. Had you been just one step slower, I would have already taken control of all the garden mechs in this place. Your vision gives you strength. But how long will it hold against these powerful constructs? Powerful? You talk big, but in the end, you know nothing outside of power and control. In that case, let me give you a small taste of what real power looks like. Ja, vor allem, das sind ja noch gar nicht Mecker, Alter. Was denkt der, was er da hat? Positions. I gotta stop fighting. Rest and revive. Yoo-hoo! Let my name echo in song! This could get a little chilly. Everyone hold it with all my strength. This dance is for you! Shower me with praise! Hä? Was ist die Naida gefragt? Ich dachte, ich habe vorhin rechtzeitig gewechselt. Sind wir schon fertig? Oh, mehr waren's nicht und der hat von Power geredet? Echt? If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood? Alter. Die eingespielten Mitglieder der Barricade-Chefe wurden von den Wachen gerettet. Risley verbringt viel Zeit mit jedem Mitglied, tröstet sie und entschuldigt sich persönlich. Anschließend organisiert er die medizinische Nachsorgung und Aufräumarbeiten. Diesem Punkt ist die Angelegenheit der Barricade-Gesellschaft nun vorerst zu Ende. Wo hat die Uhrwerkmecher sehr? Der hat immer wieder welche zerstören lassen und hat sie mitgenommen. Sorry for taking so ist so am long. Anfang gesagt worden. Did I keep you waiting? No, not at all. Paimon didn't know you were so considerate. If you ask me, I'd say I actually feel very helpless. There's no way that I could truly empathize with the fear that the members felt every day. I could comfort and compensate them all I want, but it might still not be enough to repair the damage that has been done. I have to take responsibility for it, as does the fortress. Zumindest gelang es uns, Dogier zu stoppen, bevor es noch schlimmer wurde. Yeah, it's the least that we could do. So, do you have a plan for how you're gonna deal with him yet? Oh, Dugier? I've already got an idea. Vierteilen? For now, I think I'll do nothing. Huh? Why? I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts of punishments that will soon be coming his way. He'll be left in the dark with regards to both the dates and the details of his punishment. Oh, das ist das Fieseste, was Of course, that's not to say that I'll be letting him off scot-free. It's not often that I actually get the chance to be creative with my punishments. I'm going to talk to the members of the society. He'll get a chance to experience everything that he's ever inflicted on them. Gute Idee. Paimon didn't know you could also be so harsh. Looks like she should watch her tongue when she's around you in the future. Why do you think I'd do that kind of thing to you? You offend me, Paimon. Anyway, jokes aside, thank you so much for all of your help. There's still a lot for me to take care of, so how about this?
I'll treat you to a meal in 2 days at the Coupon Cafeteria. We should have a better handle on things by then. No, Paimon's had enough of that place. Don't worry, it won't be the same old welfare meal. I'll make the necessary arrangements. Oh, then you've got yourself a deal. Paimon, Alter. Alter, was für ein kranker Wichser, ey. Hatten wir es neulich nicht erst schon drüber? Wäre es mal wieder schön, Alter, mal eine lustige, sanfte irgendwas-Story mal zu sehen, anstatt Tod, Verzweiflung und Misshandlung und keine Ahnung, was nicht alles gibt. Hold the line. Aber wer sind wir schon, da solche komischen Forderungen zu stellen? Bis wann jetzt? 11 Uhr bis 13 Uhr. Einer, 2, halt 11 Uhr bis 13 Uhr. Die schon wieder fast genau 13 Uhr übersprungen hätte. Aber war eine coole Sequenz auf jeden Fall. Wobei, sagen wir ehrlich, wenn der Traveler keine Kugel abfangen könnte, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, Risley geht einfach auf ihn zu und weicht aus, aber der Traveler soll es nicht können. Es gibt keine lustigen Stories in Fontaine. Stimmt. Ah, you're here. Paimon never forgets about meals. Even if the traveler forgets, Paimon will remind him for sure. Also richtig hungern lassen oder so. That's not what Paimon meant at all. Risley, you got what Paimon meant, right? Hmm? I'm a little confused, actually. Hey, not you too. Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult to extract the thorns. Which means that everyone should be able to recover after a period of rest. As for their mental recoveries, most are making good progress as well. We've added a few who were more severely affected to a special observation list. Was ist das für ein riesiges Lasagne-Stück, Alter? Das machen andere Leute für die ganze Gruppe, ey. Und auch dieser fucking Rollbraten, Alter. Von was ist das? Vom Dinosaurier? You sure got everything taken care of, Risley. Hat man sich erst vorhin drüber, dass die es einfach nicht schaffen, die richtigen Proportionen zu machen? I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. Und von was ist denn dieser Hähnchenschlägel, Alter? Der ist fast so groß wie sein Kopf. Habe ich eine Frage an dich. Please, go ahead. Über die Erinnerung, als du den Juwel aufgehoben hast. Über deine Wut, als du Dugier zum Reden gestellt hast. Ah, that's a bit of a long story. I once had a similar experience. It had to do with the host family I lived with as a child. I was an orphan, adopted by a couple with a great deal of love in their hearts. I had many siblings, and we all adored each other. Once we were older, Mom and Dad would turn us over to be individually adopted by families of greater means, and go on to adopt more young children. They were perfect parents. Or so I thought. Uh-oh. And then? And then, I found out we were merely raised as livestock. Once we had reached a certain age, our parents would bring us to the market for sale. All children that were sold would leave the house, and nobody would know what became of them. As for those who didn't sell, they were merely disposed of. Did you know I once considered myself an extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings, they all felt this way as well. Alter, geil, mach halt diese depressive Geschichte um das mit dem anderen Typen, Alter, noch schlimmer mit dem Zeug jetzt. I was also not the first to find out about the truth. All those who found out before me were simply added to the disposal pile. Ich hab mich schon gewundert, weil die so feinadlig angezogen sind. Und dann in der Gosse shake the leben. feeling of irony every time I juxtapose their tragic ends against our parents' adoring smiles. Deine Wut lag also auch daran, dass... Yes. Like the society, my parents created a facade of joy, lied to satiate their desires, and even employed incredibly cruel methods to keep their grasp on power. Ach so, das ist nur hier dargestellt, einfach so. They did all of that,
but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took under their wing. Worse, perhaps they never cared about that at all. But I did. So in the end, I killed them and set all of the remaining children free. I was convicted for my crimes and exiled to the fortress of Meripede. Alter. Was ist das für eine Reaktion? Oh. My methods were extreme, yes. But I was still a teenager at the time. I'd been betrayed by those I trusted most, and I didn't think that more moderate ways would solve the problem. My doubt and helpless anger pushed me forward until I got what I deserved. Ich habe diesbezüglich gemischte Gefühle. It's all right. You don't have to tell me what you think. I've already committed to this path, regardless of what anyone may say about it. The least I can do is to make sure that the same tragedy will not happen again in my new home. Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's Avise and Fasol. Are you two feeling better yet? It was all because you arrived in time. I managed to escape unscathed. Das ist schön zu hören. We came here on impulse today, because we were hoping that you'd be able to lend us a hand, Your Grace. Please, go on right ahead. I'll do my best to help. Within reason, of course. It's... I'd like to be wedded to Avise here at the fortress. You're getting married? Yeah, we met each other through the society and both fell into Dugier's trap. But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dugier was manipulating us, trying to make us mistrust each other. Wenigstens eine gute Sache noch. And after this incident, we've come to believe that we've found the one for the rest of our lives. You could say we managed to make the best out of a bad situation. He didn't abandon me, and I didn't forsake him either. But we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress is the best place to host something so celebratory. So we are just wondering, is our request a bit too out of line? You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. But that's no reason to say no, is it? I'll help you make the arrangements. If you need anything special shipped in from the surface, just say the word. Oh, we can't thank you enough, Your Grace. We are actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. Was? Yeah, we've already made tons of special memories here. So now, it'd be too hard to leave. Vielleicht bauen sie sich ein unsichtbares Haus, um drin zu wohnen. And we have full confidence in the fortress's future with you at the helm, Your Grace. Your trust is the highest form of praise. Hey, loosen up a bit. Shouldn't you be the happiest man in Teyvat to hear that people would like to stay of their own free will? Yeah. I'll always take a genuine expression of faith over any obligation to obey. War doch noch ein schönes Ende. Sie haben dann fröhlich geheiratet bei einer unsichtbaren Hochzeit, haben sich ein unsichtbares Haus gebaut, unsichtbare Kinder bekommen und haben sich einen unsichtbaren Zeppelin gekauft. Aber dass die echt hier unten bleiben wollen, ist schon krass. Aber das hat er ja schon in der Hauptstory erwähnt, dass viele, die einfach zu lange hier unten sind, dann auch hier bleiben, weil sie irgendwie nicht hoch wollen. Oh. Naja, wenigstens eine kleine schöne Story. Noch am Ende der Geschichte, die einfach nur durch war. Was für ein Wichser. Also ich meine jetzt den anderen, nicht den Risley. Platz ist nun genug im Vor für unsichtbare Häuser. So, und jetzt? Keine Ahnung, jetzt sollen wir dann nachher langsam dann auch mal zum Ende kommen. Kommen wir da hoch oder schießt er uns drüber? Wie er uns halt direkt hier absetzt. Das ist ja cool. Ja, jetzt haben wir dann noch die Aktion. Das haben wir fertig. Ich habe alles ausgegeben, ja. Bloß Musketen ist fertig. Probelauf ist Ding. Das ist ja bloß zum Einsammeln gewesen. Beschwörung, ihr könnt mich mal, es dauert so lang.
Bennett nicht vergessen, das kommt auch noch, ja. Boring. Ja, Is there anything else? Ja, ist ja gut, Furina. Ich mag's irgendwie, wenn die das macht, Alter. Vor allem immer mitten in der Situation, wo du überlegst, so, was könnte man jetzt genau machen? Also, boring. Irgendwie habe ich sie auch zufällig immer genau dann ausgepackt aus der Truppe, Alter, wenn ich irgendwie was überlege. Jedes fucking Mal. Ja, richtig. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Okay, jetzt war's langweilig. So oft mal Furina bei mir nicht rum. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. So, jetzt nicht zu weit springen, weil sonst landet man wieder im Wasser oder so. Oh oh. Okay, könnte passen. So, damit haben wir Bennett auch geopfert. Schauen wir mal, was wir nächstes Wochenende machen. Ich denke mal schon, dass es stattfindet. Außer es kommt irgendwas dazwischen, aber ich glaube es eher nicht. Ich denke mal, wir könnten das mit diesem komischen... Wir hatten das geheißen. Das Narzissenkreuz-Zeug könnten wir mal nachschauen, was wir da machen müssen. Weil das ist ja auch noch da. Das war eigentlich auch eine interessante Geschichte. Nicht so wie die scheiß Ananara-Deckspenner. Oder was waren die anderen Viecher? Ich hab's vergessen. Also, dann danke, dass ihr alle dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Guten Start in die Woche. Und... Mehr fällt mir nicht ein. Melusine? Habe ich das nicht schon gemacht? Also jedenfalls davon habe ich was gemacht. Oder es gibt noch was. Kann auch sein. Jetzt, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum anderen Mal. Servus.